der macht das mit Absicht, der legt mich rein oder der hat mich belogen. Und dann sage ich immer, nee, wirklich nicht. Also es ist ganz interessant, es ist nicht möglich zu lügen, bevor man so 4,5 Jahre alt ist. Also das heißt Theory of Mind, ich muss mir klar machen, dass du etwas anderes weißt als ich. In deinem Kopf gehen andere Dinge vor als in meinem. Du hast eine andere Wahrnehmung, deine Welt sieht anders aus. Bevor dein Kind das begriffen hat, dauert es halt total lange. Also du hast ja die Fähigkeit, so ein bisschen von außen auf dich drauf zu gucken. Und das kann das Kind gar nicht. Das lebt ja immer in einem Augenblick und geht dann immer voll gefühlsmäßig mit dem, was jetzt gerade da ist. Und die Realität ist das, was ich fühle. Es will dich nicht ärgern, es will nicht deinen Tag komplizierter machen, sondern es hat das Konzept nicht verstanden. Mindseed mit Leon Heimann. Claudia Schwarzenmüller ist Psychologin und auch bekannt unter dem Namen die Kinderdolmetscherin. Und genau das beschreibt ziemlich gut, was sie macht. Sie übersetzt zwischen zwei Welten, die sich jeden Tag begegnen, aber oft komplett aneinander vorbeireden. Denn wir glauben als Erwachsene oft, wir verstehen Kinder. In Wahrheit interpretieren wir ihr Verhalten durch unsere eigene Logik und liegen damit häufig komplett daneben. Ich wollte mit Claudia sprechen, weil mich genau das fasziniert. Wie sehr wir eigentlich vergessen haben, wie wir selbst mal gedacht haben und was das heute in Beziehungen zwischen Eltern und Kindern auslöst. In diesem Gespräch bekommst du einen völlig neuen Blick auf Kinder. Du verstehst, warum bestimmte Situationen immer wieder eskalieren und was dein Kind in diesen Momenten wirklich braucht. Aber auch, was du über dich selbst dabei lernen kannst. Und wenn dich Gespräche über Erziehung und persönliche Entwicklung interessieren, dann abonniere den Kanal doch gerne einmal kostenlos auf YouTube oder Spotify. Damit unterstützt du den Podcast und sorgst dafür, dass wir weiterhin solche Gespräche führen können. Ich wünsche dir viele spannende Erkenntnisse bei dieser Folge Mindseed Podcast, deinem Ort für mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung. Claudia, du als Kinderdolmetscherin stehst ja mit deinem Namen dafür, zwischen Kindern und Eltern sozusagen zu übersetzen. Mhm. Inwieweit ist so eine Übersetzung notwendig? Also inwieweit denkt ein Kind anders als ein Erwachsener? Eigentlich in allen Aspekten. Ist total interessant, wenn ein Gehirn so anfängt, sich zu entwickeln. Soll ich da ein bisschen was von erzählen? Gerne. Also, weil es ja auch für uns Erwachsene spannend ist. Also, du fängst ja tatsächlich erstmal an, auf diese Welt zu kommen und erstmal deine Sinne zu organisieren. Das heißt, du bist dann erstmal so, warte mal, ich kann ausschließlich fühlen, ich kann schon ganz gut hören, aber sehen zum Beispiel kann ich irgendwie nur so 20 Zentimeter Sichtabstand. Das heißt, ich sehe irgendwie echt erstmal gar nichts. Ich kann so hell und dunkel unterscheiden und damit geht's erstmal los, dass ich meine Sinne so organisiere und dann irgendwann fange ich an, meine Hände so zu entdecken. Weißt du, ich lieg so da als Baby so und dann zappel ich so vor mich hin und dann plötzlich kommt so eine Hand in mein Blickfeld und dann ist so, wow, eine Hand ist ja der Wahnsinn. Und dann zappel ich weiter und dann geht die Hand wieder weg und da ich noch nicht weiß, dass etwas, was ich nicht sehe, trotzdem noch da ist, suche ich auch nicht danach. Das heißt, ich zappel so weiter und dann kommt irgendwann die Hand wieder ins Blickfeld und dann ist wieder, wow, genau dieselbe Überraschung. Eine Hand ist ja der Hammer. Also ich weiß nicht, dass es eine Hand ist. Und dann fange ich so langsam an, mir die Welt wirklich mit den Sinnen also erfahrbar zu machen. Und das könnt ihr jetzt einfach mal alle, also ihr könnt euch mal in dem Raum, in dem ihr gerade sitzt, umschauen. Bei jeder Sache, die ihr anschaut, wisst ihr, wie sie sich anfühlen würde, wenn ihr sie ableckt. Ist total interessant. Guck mal, du weißt genau, aha, hier die Pflanze ist so und so, das fühlt sich so und so an. Guck dich mal um, du weißt genau, wie die Struktur ist, ob es kühl ist, ob es hart ist, ob es weich ist, ob es auf der Zunge so komisch irgendwie was macht. Und das hast du alles so in deinen ersten Monaten herausgefunden. Bis du so ungefähr 18 Monate bist, machst du dir wirklich ein Bild von der Welt über den Mund und über die Hände. Das kannst du wirklich sehen, wenn dann das Baby was im Mund hat, dass dann so im Gehirn so Bilder entstehen. Das ist also eine so völlig andere Art von Denken. Da braucht man dringend eine Übersetzung. Krass, ja, das hatte ich schon wieder vergessen. Also heutzutage, man geht ja auch so selbstverständlich durch die Welt, man betrachtet seine Hände, wir sind so im Tun, dass wir schon wieder vergessen haben, so wie, also den Lernprozess hat man ja total vergessen. Genau.
Genau. Und den kann man auch von außen, das heißt, von außen findest du es nur mega nervig, dass dein Kind immer ständig Sachen in den Mund nimmt. Oh, und du musst dann immer schnell da sein und es versuchen, davon fernzuhalten. Und dann findest du es super nervig, der nächste Lernprozess, dass ich halt mit jeder Sache erstmal herausfinden muss, wie die funktioniert. Und dazu muss ich halt herausfinden, wie sie nicht funktioniert. Also das heißt, ich muss sie Mhm. von allen Seiten. Das heißt, ich sitze dann am Tisch und klopfe super nervig für dich mit dem Löffel gegen die Kante des Tisches. Das nervt dich, aber ich finde gerade heraus, aha, feste Dinge gehen niemals durch andere feste Dinge hindurch. Ist das bei allen Dingen so? Ding, ding, ding hier, ding, ding, ding da. Das muss ich wirklich mit jeder Sache herausfinden. Das ist ein super spannender wissenschaftlicher Prozess. Ich liebe das so zu beobachten, wie das Kind sich so wirklich die Welt in jedem kleinsten Stück erarbeitet. Finde ich total cool. Kann ich immer noch voll von schwärmen. Du beschreibst ja in deinem Buch mehrere solche Szenarien, auf die wir auch später nochmal ein bisschen genauer eingehen wollen. Man merkt einfach, dass du dich sehr intensiv so mit dieser Perspektive des Kleinkindes beschäftigt hast. Wie hast du das geschafft, dich da so hineinzuversetzen? Böse Zungen behaupten, ich sei nie wirklich erwachsen geworden, aber das ist jetzt vielleicht, ich weiß nicht, also ich habe halt sehr, sehr, sehr viel mit Kindern gearbeitet, mit sehr vielen Kindern. Und dann, wenn man Kindern genau zuhört und genau hinschaut, dann stellt man fest, wow, ist eine völlig andere Welt. Und dann habe ich mich immer mehr da so reinbegeben, einfach wirklich über die Zeit hinweg. Ich mache das ja schon ein paar Tage. Was waren so Momente, wo es bei dir Klick gemacht hat? Du meinst jetzt im Verstehen von Kindern? Mhm. Also ich habe so eine Ausbildung in Video-Interaktionsanalyse und das war eigentlich der Hauptpunkt, dass man wirklich dann sekundengenau hinguckt, was ist denn das, was wirklich passiert, dass diese ganzen, also man geht halt mit seinem erwachsenen Kopf los auf das Kind und kann einfach alles, was man denkt über das Kind erstmal vergessen und muss wirklich genau zugucken, was passiert denn da wirklich? Wo guckt es denn jetzt hin? Wie ist denn die Reaktion wirklich? Das musst du dir wirklich super genau angucken. Und dafür ist Video eine super Methode, weil du einfach genau das in kleine Stückchen zerlegen kannst und dann immer wieder schauen kannst, was passiert denn wirklich? Nicht, was habe ich im Kopf, sondern was ist das, was wirklich da ist? Realität. Mhm. Und wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, was hat dich persönlich geprägt, dass du dich so intensiv überhaupt mit Kindern auseinandergesetzt hast? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist einfach eine große Liebe, würde ich sagen. Ich habe einfach, ich mag dass man eben noch nicht so von der Welt in einer bestimmten Weise geprägt wurde, diese totale Offenheit, weißt du? Und ich finde auch, da sind wir jetzt schon sehr tief, aber Mhm. also was ich festgestellt habe, dass alle Menschen wollen glücklich sein. Surprise. Und dann kann man einfach gucken, okay, wie geht das denn? Und dann viele kriegen ein Kind in der Annahme, dass das Kind sie glücklich macht. Und das ist interessant, weil Kinder können einen nicht glücklich machen. Niemand kann einen glücklich machen, das kann man ja nur selber. Aber ein Kind kann dabei eine fantastische Hilfe sein. Mhm. Und es ist richtig toll, wenn du einfach sozusagen das Kind zu deinem Lehrmeister machst. Das Kind ist immer noch da, wo wir alle wieder sein wollen, weißt du? Total Mhm. im Augenblick. Und ich hatte so diese eine Szene, das fand ich total süß, da war mein Sohn so, wie alt war er denn, 2 und spielte so 3 Meter entfernt von mir so auf dem Teppich mit seinen Autos und fuhr mit seinen Autos so hin und her. Und ich so erwachsen, so am Wäsche zusammenlegen und war wie immer in meinem Kopf, weißt du? Ah, ich muss noch und dann nachher und oh nee, und hätte ich gestern so und so. Also der Kopf ist ja immer entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Und dann guckt mein Sohn plötzlich hoch und guckt mich an, sagt nur, Mama. Und ich, was ist los? Was ist los? Und dachte, er will irgendwas, aber er guckte mich nur an, dann so ganz intensiv geguckt und dann, er wollte mich nur zurückholen, guckte und spielte dann entspannt weiter mit seinen Autos. Und ich war so, wow. Er hat einfach nur gemerkt, ich war wieder erwachsenenmäßig in meinem Kopf unterwegs und dieses im Augenblick sein, das Ach, können krass. Kinder einem so fantastisch beibringen. Also wenn du Kleinkinder hast und dann einfach wirklich mal in deren Welt gehst und dann siehst, wie sie den Marienkäfer zwischen den Gehwegplatten wirklich
finden und da stehen bleiben. Aber das machst du halt nie, ne? Sondern du ärgerst dich nur, dass du mit deinen Einkaufstüten, in denen du tief gekost hast, gerade über das Kind fällst. Aber es setzt sich dann hin und ist einfach voll da, weißt du? Und kann diese Wunder der Welt, da haben Kinder mich so mit hingenommen, weißt du? Dass man so mit denen gemeinsam wieder die Wunder entdeckt, die ich schon vergessen hat. Leider. Als Erwachsener geht man so durch seine Welt und denkt, ja, kenne ich. Und dass es so neu ist und die Welt entdecken, das hat mich völlig fasziniert. Tut es immer noch, wie man merkt. Voll schön. Ja, fand ich auch. Manchmal kommen wir im Leben an einen Punkt, an dem wir spüren, dass wir Unterstützung brauchen. Die Gründe dafür sind so vielfältig wie das Leben selbst. Sei es durch Herausforderungen in der Familie, Konflikte in der Partnerschaft oder die Auseinandersetzung mit den eigenen Gedanken. Doch leider ist die Hürde für professionelle Hilfe oft noch immer viel zu hoch. Therapieplätze, die von den Krankenkassen übernommen werden, sind meist schwer zu bekommen und die Kosten für private Sitzungen kann sich schlichtweg nicht jeder leisten. Genau hier setzt unser Partner Anytime an, um psychologische Beratung endlich bezahlbar und zugänglich zu machen. Wir freuen uns sehr, mit den Anytime-Psychologinnen langfristige Begleiterinnen an unserer Seite zu haben, die bezahlbar und erreichbar Hilfe anbieten. Per Text oder Sprachnachricht hast du eine psychologische Beraterin quasi immer mit dabei. Du kannst alles teilen, was dich bewegt und erhältst innerhalb von 24 Stunden eine Rückmeldung. Dabei sprichst du über Anytime ausschließlich mit echten Menschen, denn wir sind gemeinsam mit Anytime davon überzeugt, dass der persönliche Austausch in der heutigen Zeit wichtiger ist denn je. Für nur 49 € im Monat erhältst du eine umfassende Begleitung, die flexibel in deinen Alltag passt. Du kannst pro Woche bis zu 20 Minuten per Sprachnachricht mit deiner Psychologin sprechen. Das sind insgesamt 80 Minuten im Monat und zusätzlich hast du die Möglichkeit, täglich Support per Textnachricht zu erhalten. Den Link findest du wie immer in den Shownotes oder nutze den Code MINDSEED, indem du ihn beim Anytime-Chat eingibst, um dein Testabo um weitere 3 Tage kostenlos zu verlängern. Ich habe es bei meinem kleinen Bruder damals erlebt, auch immer so auf so witzige Art und Weise, wenn er mit seinen kleinen Spielzeugautos überall rumgefahren ist, also jede Kante im Raum wurde schon mal abgefahren und aber auch mit den krassesten Geräuschen mal so und sein Gesichtsausdruck ist auch so richtig intensiv dabei und ich habe das immer so abgefeiert. Super. Wie viel jünger ist der? Magst du das sagen? Der ist 18. Also der ist dann 12 Jahre jünger. Oh, okay. Oh, dann hattest du ja schon richtig so einen Blick da drauf und konntest das so. Also ich habe cool. ihn auch, also ich habe halt wirklich mitbekommen, wie er wirklich richtig klein war. Ich kann mich auch noch gut dran erinnern. Also wie er wirklich noch ein Baby war und dann groß geworden ist. Ich habe letztens ein sehr schönes Zitat gelesen und auch gepostet bei mir auf Instagram. Und das fand ich nochmal so zum Thema Geschwister so wunderschön. Deswegen will ich das nochmal kurz teilen. Viele vergessen, wie wertvoll die Geschwisterbeziehung ist. Das ist die einzige Beziehung, die dich dein Leben lang begleitet. Ja. Wahrscheinlich. Also zum Beispiel mit meinem kleinen Bruder, seit seiner Geburt kenne ich ihn. Eltern gehen zu früh. Partner kommen zu spät. Oh. Geschwister sind die Menschen, die dich in jeder Lebensphase begleiten. Mal weniger, mal mehr. Vielleicht bricht der Kontakt auch mal für ein paar Jahre ab. Aber die Verbindung bleibt. Ja. Und das fand ich so schön zu sehen. Das habe ich neulich an eine Mutter geschrieben, die sich irgendwie Sorgen machte, dass ihr Kind jetzt, die machte sich bei mir im Club irgendwie Sorgen darüber, dass jetzt ein neues Geschwisterkind kommt. Und dann habe ich gesagt, wieso? Du schenkst jetzt sozusagen gerade genau das, die längste Beziehung des Lebens, die fängt jetzt an. Und oft haben Geschwister ja so im Laufe des Lebens dann nicht so viel Kontakt, sind mit ihrem eigenen Leben beschäftigt. Und dann plötzlich nach der Rente sind sie irgendwie wieder wahnsinnig eng. Also das ist eine ganz, ganz schönes Zitat, ganz kostbare Beziehung, finde ich auch. Hast du Geschwister? Ja. Wie ist deine Beziehung zu deinen Geschwistern? Also die war immer sehr eng. Wir haben dann auch zusammen studiert. Und im Moment leben wir so sehr unser eigenes Leben halt, ne? Aber generell sind Geschwister was Wunderbares. Aber leider auch ein großes Thema für meine Eltern, weil der Geschwisterstreit ist ein riesen Thema, ne? Gerade wenn man Kinder, also so 12 Jahre Abstand ist eine wunderschöne
also ist ein Abstand, wo man nicht sehr viel Streitpunkte hat, weißt du? Das ist Ja, so, genau. ne? Aber wenn du 2 Kinder im Kleinkindalter hast, ist das schon, also da ist Musik drin. Ich habe ja auch noch eine Schwester. Meine Schwester ist 4 oder 5 Jahre jünger als ich. Mhm. Und meine Mutter hat es immer so beschrieben, das ist wie so eine Hassliebe gewesen, sage ich mal. Oder so hat sie es, glaube ich, nicht beschrieben, aber so von wegen, wir haben immer so zusammengespielt, wie so zwei Engel. Und dann haben wir uns plötzlich aufs Heftigste gestritten. Ja. Und nach 1 Minute war wieder vorbei, haben wir wieder zusammengespielt. Genau. Also das war wohl so das Szenario mit meiner Schwester. Und das ist für Eltern so wahnsinnig schwer auszuhalten, dass diese Kämpfe so heftig sind und danach ist so, wups, das war's wieder. Und dass das gar nicht so wie bei uns Erwachsenen und das macht man nicht und so ein Riesenproblem ist, sondern man haut sich voll auf die Nase, dung, dung und dann ist auch wieder fertig. Wenn wir das nochmal aus Kinderperspektive betrachten, ne, das machst du ja immer so schön. Wie würdest du diese Streitsituationen beschreiben? Also mir fehlen einfach die Mittel, wie ich streite, ne? Und überhaupt, wie ich mich auseinandersetze. Also man muss sich immer vorstellen, dass Sprache noch nicht so das Instrument ist von kleinen Kindern. Und dann ist es stehst du ziemlich blöd da. Was sollst du machen ohne Sprache? Das heißt, du fängst an der Sache zu ziehen oder den anderen. Es ist eine praktische Angelegenheit. Du haust dem voll auf die Nase, schubst den weg und schon hast du, was du willst. Ist doch voll. Also ich sehe das Problem nicht. Es ist voll eine logische Aktion, oder? Und das Kind guckt dann ganz erstaunt, wenn die Eltern dann sagen, hey, und das geht nicht und wie kannst du, wieso? Ich habe mich durchgesetzt. Also es ist wirklich so ein großes Unverständnis von, warum geht denn das nicht? Also solange ich noch keine Empathie entwickelt habe, ist es für mich kein Problem, oder? Und das braucht halt, bis ich so 3, 4 Jahre alt bin, bis ich Empathie wirklich weiß, was mit der anderen Person passiert. Dass die genauso Gefühle hat wie ich und dass die auch traurig ist, wenn das und das passiert. Lass uns mal einmal tief einsteigen in das Denken der Kinder. Mhm. Wenn du das Eltern versuchst zu erklären, wo fängst du an? Eigentlich immer bei einzelnen Vorfällen. Das geht nicht so, also man kann das ja nicht, also man kann auch dein Denken jetzt nicht einfach voll erklären, sondern es ist immer so, das und das nervt mich, ich verstehe nicht, wie das zustande kommt, erzähl doch mal. Also es geht immer über einzelne Dinge. So zum Beispiel, warum schreit mein Kind kann sich nicht entscheiden. Und dann muss ich erstmal erklären, dass man mit 1,5 halt das Konzept von entweder oder noch gar nicht kennt. Das ist für uns so normal, dass wir nicht auf die Idee kommen, dass das ein Problem ist, oder? Oder? Hast mich gefragt, möchtest du Wasser oder Tee? Mhm. Und das ist für dich völlig klar. Man entscheidet sich für eine Sache und dann ist die andere eben nicht da. Und wenn dieses Konzept fehlt, weißt du, so die Idee, aha, ich muss mich für eins entscheiden, das andere ist dann weg und das ist dann plötzlich eine Katastrophe für mich, weil ich gar nicht verstanden habe, dass das eine Entscheidung für eine Sache ist. Das muss man erstmal erklären. Kannst du es nochmal genauer erklären, wie du das meinst? Also wenn zum Beispiel man sitzt irgendwie am Frühstückstisch und dann bietet man irgendwas an, keine Ahnung, Marmelade oder Käse, sage ich jetzt mal, was auch immer du anbietest, weiß ich ja nicht. Und dann sitzt dein Kind da und es kann nur, also es ist noch so in dem Alter, in dem es jetzt als Kleinkind so eine Schlüsselwortstrategie hat. Das heißt, es versteht gar nicht alles, was du sagst, sondern macht ganz viel so an der Atmosphäre, an deiner Haltung und an dieser, also wenn du da stehst und ein bisschen fragend guckst, dann weiß es, aha, irgendwas will sie jetzt, okay. Und dann sieht es diese 2 Sachen da liegen und du fragst halt, möchtest du jetzt Marmelade oder Käse? Und dann guckt das Kind dich an und denkt, aha, sie will irgendwas, okay, ich entscheide mich jetzt ich soll auf irgendwas zeigen. Und dann zeigt es halt auf eine Sache und dann nimmst du die andere Sache weg und dann kriegt das Kind wirklich einen emotionalen Ausbruch und schreit und sagt, wieso? Und dann bist du schon genervt und sagst, okay, dann wolltest du also doch den Käse hier, dann ist das die Marmelade, okay, und dann nehme ich jetzt die Marmelade weg. Und dann kriegt das Kind wieder einen Anfall und schreit. Und dieses Verständnis dafür, dass es will dich nicht ärgern, es will nicht deinen Tag komplizierter machen und es ist nicht unentschieden, sondern es hat das Konzept nicht verstanden. Das finde ich immer so ein grundsätzliches Ding, dass das Denken einfach was ganz anderes ist. Du hast es ja gerade in deiner eigenen Story so ein bisschen beschrieben, mit
deinem Sohn, der da auf dem Teppich spielte und dann die Atmosphäre irgendwie gelesen hat. Und jetzt in dem Moment hast du es gerade auch nochmal benutzt, das Wort. Das heißt, Kinder können gut Stimmung und Atmosphären aufnehmen? Extrem gut. Also sie wissen deine Vorlieben und wie du, das hat auch mein Sohn mal sehr schön gesagt. Ich kam irgendwie rein durch die Tür, stand mit dem Rücken zu ihm irgendwo und er sagte, na, schlechten Tag gehabt. Also da war er schon älter. Mhm. Und dann habe ich gesagt, woher weißt du das denn? Und er sagt, Mama, ich weiß an der Art, wie du 10 Meter entfernt den Schlüssel in die Haustür steckst, weiß ich, wie du drauf bist. Stimmt, ja. Und das ist total interessant, weil, also, wenn du jetzt eine Frau bist, dann hat dein Kind hat mal in dir gewohnt. Also, weißt du, Ja. es kennt dich bis ins Detail. Du kannst total vergessen, deinem Kind irgendwas vorzumachen. Es hat deine Stimmung und deine Atmosphäre, die liest es wirklich also noch vor dem ersten Tag eigentlich, voll. Also wirklich Ja. alles. Das ist leider so ein bisschen, das finden einige ein bisschen gruselig so. Man kann Kindern wirklich gar nichts vormachen. Ich kenne das auch meiner Mutter, ich merke das sogar am Telefon. Oder auch meine Geschwister, also selbst am Telefon einfach von der Art und Weise, wie man den Hörer abnimmt. Ne? Das so innerhalb von 2, 3 Sätzen weiß man, da ist irgendwas. Genau. Und weißt du, wie du das weißt? Weiß man gar nicht, ne? Ist einfach so ein. Ich glaube einfach, weil du schon, also wäre jetzt so meine logische Erklärung, weil du schon hunderte von Telefonate gemacht hast, weil du ja schon in so vielen Situationen mit denen warst, Aha. dass du so deren Verhalten kennst. Ja. Und du warst auch schon in mehreren Situationen, wo es dir nicht gut ging und da weißt du auch, wie die reagieren. Ja. Und dann hast du dafür, glaube ich, einfach ein Gefühl. Vielleicht ist es auch mehr als das, aber vielleicht ist es wirklich diese Frequenz an Erfahrungen, die man schon gemacht hat mit der Person. Ich glaube auch. Und es muss auch irgendwie was Energetisches sein, weil die können wirklich auch nur deine Energie wirklich total wahrnehmen. Und sie machen ja noch nicht diesen logischen Vergleich. Aha, der hat sich in so und so vielen Situationen so verhalten, jetzt ist es anders, also ist irgendwas komisch. Der findet eben nicht über den Kopf statt, sondern es ist einfach so ein Mitgehen mit der Energie, die du gerade hast. Das Beispiel mit dem Entweder-Oder ist ja eines. Ein weiteres Beispiel, das du im Buch nennst, ist, dass Kinder schnell den Plan verlieren. Und dann nennst du das Beispiel der Morgenroutine. Genau, das muss man sich auch nochmal klar machen, dass wir haben etwas so Schönes entwickelt, das heißt so ein Handlungsplan. Das heißt, du weißt genau, wie das geht mit dem morgendlichen Anziehen, oder? Erst suche ich mir Sachen aus, dann kommen erst, keine Ahnung, erst das Unterzeug und so weiter. Aber dein Kind hat das alles noch nicht. Es geht also jede Minute wieder verloren und braucht dich sozusagen als Coach, der sozusagen den Fokus hält. Und immer wieder sagt, jetzt eine Socke, genau, ja, jetzt kommt die andere Socke. Surprise, so. Das ist für dich ein bisschen langweilig, weil die Abläufe so tief bei dir drin sind, dass du denkst, oh, das hatten wir doch jetzt schon 100-mal, warum muss ich das denn irgendwie nochmal sagen? Aber für dein Kind ist das jeden Tag immer wieder neu. Das heißt, du musst immer wieder so kleine Anker setzen, damit dein Kind durch so ganz kleine Alltagssachen gut durchkommt. Das, was du jetzt erzählt hast mit der Morgenroutine, hat ja dann im Endeffekt auch wieder was damit zu tun, was du am Anfang erzählt hast, dass das Kind einfach sehr im Moment ist und sich dann den Plan nicht merkt, oder? Mhm. Sondern es ist wirklich immer so mit allem verbunden. Ich glaube, ich kann das nicht besser ausdrücken. Es ist wirklich so eine, und das Leben ist einfach viel vielfältiger, als wir das so wahrnehmen. Also du hast ja bestimmt auch so Tage, in denen du das Gefühl hast, der Tag ist so an dir vorbeigerauscht und du warst eigentlich gar nicht anwesend. Und das ist ja was, ich weiß nicht, da hast du auch so eine gewisse Traurigkeit mit, weißt du? So, oh, ich habe irgendwie mich heute gar nicht so richtig wahrgenommen. Hast du das auch? Also Mhm. Ja, also tatsächlich war letzte Woche meine Mutter da Mhm. und ich war so, da habe ich das immer. Da habe ich immer so ein schlechtes Gefühl manchmal sogar. Weil meine Mutter, ich sehe sie sehr selten. Die wohnt halt 5 Stunden entfernt, Aha. ist auch immer sehr beschäftigt, ich auch. Und ich wusste, sie kommt und wir haben uns beide mega gefreut. Und dann war ich aber in dem Moment auch so busy so mit der Arbeit und alles. Und als ich sie dann gesehen habe, war es auch total schön, ne? Aber ich musste auch nochmal hier ein Telefonat führen und da. Und danach hatte ich dann immer so das Gefühl, boah,
ich wünschte mir, ich könnte präsenter sein, weißt du? Ja. Und natürlich, und es ist ja auch so, es liegt ja auch in meiner Hand. Ich könnte ja präsenter sein. Da habe ich das Gefühl so am stärksten. Also sonst, wenn ich jetzt einfach für mich bin und in der Arbeit bin ich in so einem Flow-Zustand und denke mir, okay, ich bin dann zwar sehr im Tun und in der Kreation, aber Und wie kommst du da rein? Das wäre interessant. wo rein? Wie kommst du in diesen Flow-Zustand rein? Weil ich habe das Gefühl, Ja. man verliert den manchmal, wenn du sagst, man hakt so Dinge ab, das Telefonat noch, die E-Mail und den. Ja, Wie kommst du denn dann da rein? indem ich das mache, was ich gerne mache. Also das sind dann mit so administrativen Aufgaben kommt man da, finde ich, nicht rein. Aber wenn du etwas machst, worauf du wirklich Lust hast und was auch ein längerer Prozess ist, was jetzt nicht 1 Minute dauert. Ja. Oder auch eine Sporteinheit ist es bei mir. Oder wenn ich am Tanzen bin. Oder wenn ich in einer Konversation bin. So all diese Dinge, weißt du, die länger dauern, wo du dich hingeben musst, finde ich. Wenn du dich hingeben musst, dann kommst du in so einen Flow-Zustand. Und das auch nicht unterbrochen wird, ne, durch irgendwelche äußeren Reize. Also wenn du ständig dein Handy da neben dir liegen hast, das die ganze Zeit klingelt, dann wirst du auch immer rausgerissen. Stimmt. Aber das Interessante finde ich, dass es gar nicht unbedingt lange dauern muss. Weil es ist wirklich so, du kannst eigentlich innerhalb von einer Sekunde umschalten aus, ich bin so im Funktionsmodus, und kannst du sozusagen, jetzt klingt so ein bisschen kitschig, aber so ins Leben so reinsinken. Weißt du, was ich meine? Also du lässt dich einmal so fallen und bist dann plötzlich, nimmst wahr über deine Sinne und, oh, meine Füße stehen am Boden, oh, ich fühle das und das. Oh, mein Atem geht so und so. Das ist wirklich so ein Umschaltvorgang, den du eigentlich, also aus meiner Sicht brauchst du da gar nicht viel Zeit für. Und ein Kind kann dir eben so wahnsinnig gut dabei helfen, wenn es noch klein ist und nicht selber schon in diesem Erwachsenenmodus unterwegs. Dann ist es einfach die ganze Zeit da. Und wenn du dich dann halt verlierst, so den Tag über und immer denkst, die Zeit läuft so schnell, jetzt ist schon wieder das und das rum und bin gar nicht so richtig anwesend gewesen, dann kannst du dich daran festhalten, weißt du? Dann kannst du, so wie mein Sohn da auf dem Teppich mit seinen Autos spielte, kannst du halt wieder sagen, okay, ich halte mich an dem fest, wo der gerade ist. Ich versuche mit ihm zusammen dahin zu kommen. Und das finde ich ein unheimliches Geschenk, was Kinder uns so mitbringen, weißt du? So ein, weil ich finde, ich gehe total schnell verloren. Ich finde, die ganze Welt ist dafür gemacht, uns da so wegzuziehen von Voll. diesem Modus, ne? Und macht dann es war hier Gesellschaftskritik so, aber macht dann so eine Ersatzbefriedigung eben, kauf das und das, dann wirst du dieses Gefühl haben. Total interessant. Ja. Eigentlich alle Werbung oder so ist ja immer darauf gepolt, dass man dieses Gefühl herstellen kann, wenn man das und das hat. Muss man mal drauf achten, das ist total interessant, finde ich. Und dann stellt man fest, oh, ich habe das jetzt und während ich darauf irgendwie mich gefreut habe oder so, war ich vielleicht kurz in diesem Gefühl, dann habe ich das und dann entsteht diese Leere. Weißt du, was ich meine? Ja. Diese Leere, wenn man was Neues hatte, auf das man sich richtig gefreut hat, und dann hat man es und ist jetzt so, ja, ist jetzt da. Ich war vor kurzem in Berlin und in Berlin habe ich das Gefühl noch mal viel mehr, weil da so viele Reize sind in der Stadt. Also ich feiere das auch, ne? Es ist auch cool. Aber du hast da so viele Angebote von allem. So. Und da werde ich gefühlt auch, komme ich noch mehr in diesen rastlosen Zustand. Und wenn ich dann zurück nach Nürnberg fahre, so wie gestern, dann ist es so, oh, Nürnberg ist jetzt langweilig. So, jetzt komme ich wieder in die Ruhe. Aber jetzt merke ich, bin ich hier und merke, okay, es ist eigentlich ganz nice, auch mal wieder ein bisschen Ruhe zu haben. Ne? Wir sind ja gerade hier hingelaufen, hast auch gesagt, so, voll friedlich hier. Ne? Das Gefühl habe ich auch. Und ich glaube, als Kind, je nachdem, wie du jetzt auch aufwächst und wie deine Eltern drauf sind, so mit Spielsachen und so weiter, denke ich mal, ne? Aber im Grunde genommen kannst du ein Kind einfach auf die Wiese setzen und es wird da irgendwas mega interessant finden und einfach da sein. Genau. Und das ist etwas, da stimme ich dir 100% zu, das haben wir, finde ich, verlernt. Also wirklich, also es ist einfach, und ist dann einfach, und dann kommt so ein Gefühl hoch, würde ich jetzt mal die Hypothese aufstellen bei vielen, boah, was mache ich jetzt? Ich habe keine, ne, wo ist mein Handy, also ich brauche jetzt irgendwelche Reize. Ja, so. genau. Ja. Und zwar den nächsten Reiz, der über den Kopf kommt, so ein bisschen so diesen Adrenalinreiz. Und das ist so schade, weil das ist so ein bisschen,
ein Trugschluss, dass ich dadurch irgendwann mal diese Befriedigung kriege und dann laufen viele sehr, 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 sehr lange hinterher. Viele, viele Jahre. Ja. Und darum sage ich ja gerne, sich am Kind festhalten und mit auf die Wiese setzen und gucken, wow, das Licht, das jetzt auf diese Grashalme fällt, weißt du? Das ist es, das dich da wirklich reinzieht, dass du voll wahrnimmst über das Visuelle und gleichzeitig hören. Was hörst du? Oh, Vogelzwitschern. Ah ja, stimmt, gab es auch noch Vogelzwitschern. Und dann fühlst du so, wie fühlt sich dein Körper an und wie fühlst du deine Unterlage voll. Das ist wirklich was man immer wieder so trainieren kann. Und ich finde, dazu braucht man nicht unbedingt ein Yoga-Studio, sondern nur ein Kleinkind eigentlich. Meine Mutter hat tatsächlich genau dasselbe gesagt wie du und die hat gesagt, durch euch, also durch uns Kinder, Ja. habe ich die Welt nochmal wieder neu sehen gelernt. Ah, Und die hat toll. auch dasselbe tatsächlich gesagt mit den Marienkäfern. Ach, echt? Das war auch ihr Beispiel. Also sie hat es schon vergessen, dass die existieren. Und durch uns hat sie sozusagen wieder angefangen, sie zu sehen. Und das ist jetzt beispielhaft für viele andere Dinge. Mhm. Ich glaube, wenn wir erwachsen werden, vergessen wir vieles. Ne? Deswegen Ja. fand ich das Intro von dir auch nice, wo du gesagt hast, stellt euch jetzt mal in einem Raum vor, ihr wisst eigentlich genau, wie sich die Sachen anfühlen. Mhm. Und wann machen wir mal, also wann richten wir mal unsere Aufmerksamkeit auf diese verschiedenen Dinge im Raum und stellen uns das vor? Mhm. Ich habe das, keine Ahnung, ich habe das seit Ewigkeiten nicht gemacht. Genau, So, deswegen genau. fand ich das gerade so, ja, krass, so ist es wirklich so. Mhm. Und deswegen, ich kann das total nachvollziehen, wir werden erwachsen, wir priorisieren gewisse Dinge in unserem Leben und wir schenken denen so viel Priorität, dass wir viele Dinge vergessen. Ja, das Wesentliche. Und dann haben wir so das Gefühl, wir haben so unseren Korb vollgefüllt mit lauter Sachen, die wir so haben oder die wir können oder irgendwas Imagemäßiges oder so weiter. Und dann stellt man fest, oh, und schaut man diesen Korb an und stellt fest, oh, das Wertvolle, was deine Mutter dir, also es ist viele Grüße an deine Mutter, finde ich total großartig, dass sie das geschafft hat, sozusagen mit euch mitzugehen. Das ist das, was, dann machen Kinder wirklich glücklich. Und dann wird man wirklich durch Kinder wieder glücklich und dann kann man, naja, das, was alle suchen, kann man da tatsächlich finden. Aber ich glaube nur in den Kleinigkeiten, in den kleinen Alltagssachen, über die Sinne so, weißt du? Du hast vorhin gesagt, und das hast du jetzt gerade nochmal verwendet, diesen Satz, dann wird man durch Kinder wieder glücklich. Mhm. Und du hast auch gesagt, einige denken, dass ein Kind sie glücklich macht. Ja. Kannst du das nochmal erklären? Weil das ist für mich ein bisschen, hört sich ein bisschen komisch an. Hast du das noch nie gehört oder in deiner Umgebung so dieses, dass ein Kind ist sozusagen die Krönung der Liebe und macht dich glücklich? Also ich habe einen Partner und dann ist der nächste Schritt ein Kind. Hast du das noch nicht? Das habe Das ich hört auf man jeden Fall schon, ne? schon gehört. Also auf jeden Fall, siehst du? Aber Das ist so, ja. und viele haben so diese Idee dahinter, dass das Kind sie glücklich macht. Also sehr, sehr, sehr viele. Das ist sozusagen, das Okay. komplettiert mich. Und das ist dann eine riesengroße Enttäuschung, wenn man feststellt, wow, ein Kind hat ja auch eine große, also macht auch wahnsinnig viel Arbeit. Es kann einem dieses Glück schenken, aber du musst es halt selber herstellen. Und da kommen viele nicht hin. Und dann haben sie bleiben sie so ein bisschen stecken in dieser, oh Gott, viel Arbeit, oh Gott, ich bin fremdbestimmt. Und dann bleiben sie in dieser Enttäuschung so ein bisschen stecken, weißt du? Ich höre halt immer nur, also wir sind ja jetzt 2 verschiedene Generationen. Mhm. Ich bin jetzt ungefähr 30 Mhm. und in meinem Alter, die Frauen, ne, die ich kennenlerne, sind meistens so zwischen 25 bis bisschen über 30, Mhm. so in dem Rahmen. Und da, wenn sie so auf die 30 zugehen, merke ich, viele haben so einen Druck. Ja, So einen Druck, meine biologische Uhr tickt. genau. Jetzt wird mir öfter gesagt, ich glaube, das ist jetzt so ein neues Ding, ich lasse vielleicht meine Eierstücke einfrieren. Die Eizellen, nicht die Eierstöcke. Sorry, genau. Bin kein Arzt, sorry. Ja. Die Eizellen. Genau. Eizellen einfrieren. Du bist ja noch nicht auf dem Markt unterwegs. Ja, ich du merk merkst, das schon. ich bin da nicht so, ne? Aber ich krieg Sachen mit, Anfänger. ja. Ich bin da noch sehr kindlich, ja. Auf jeden Fall, genau, dann kommen solche Sachen zur Rede. Und ich merke einfach, und das ist das, was ich fühle, da wird oft mit Druck drüber gesprochen. Ja. Meine Zeit läuft ab Mhm. und ich muss mich entscheiden, aber ich weiß gar nicht, will ich das überhaupt? Mhm. Das ist das, was ich mitbekomme. Und
ich glaube, die Frage, die oft fehlt, ist, warum will ich das und was will ich von meinem Leben? Sondern es ist einfach nur so ein gesellschaftlicher Druck. Und ich denke mal, in uns ist ja auch so eine Energie oder eine Kraft, die das irgendwie will. Ja. Ne? Also das hat ja auch, also die Sexualität, all das Genau. hängt ja miteinander zusammen. Mhm. Aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, deswegen habe ich nochmal nachgefragt, ich brauche jetzt ein Kind, damit ich glücklich werde, das habe ich so jetzt in dem Zusammenhang noch nicht gehört. Das schwingt da aber so ein bisschen mit, habe ich das Gefühl. Ne? Es ist ja so ein bisschen, du überlegst ja, okay, ich bin jetzt 30 und jetzt als Frau, das ist ja der unfaire Vorteil, den ihr dann halt habt, dass ihr euch darüber keine Gedanken machen müsst. Also du kannst ja sagen, ich kriege auch mit 40 noch Kinder. Oder 45 oder im schlimmsten Fall sogar mit 50, weißt du? Das ist ja für uns nicht möglich. Also auch wenn immer gesagt wird, ja, man kann auch mit 40, das ist einfach biologisch, es wird irgendwann dann wirklich schwieriger einfach. Das heißt, man hat so das Gefühl, ich muss jetzt mein Leben in eine bestimmte, ich muss jetzt die Weichen stellen. Was will ich denn? Will ich ein Leben ohne Kinder? Und das ist ja wirklich 2 verschiedene Lebenswelten. Extrem andere Realitäten. Und das hat schon was mit Glück zu tun. Was wird mich denn auf Dauer, man versucht dann so vorauszudenken und zu sagen, wird mich das glücklich machen, wenn ich 60 bin? Was will ich dann über mein Leben sagen? Will ich sagen, ich habe viele Reisen gemacht und tolle Karriere oder was auch immer ich mir möchte, keine Ahnung, tolles Hobby oder bin in irgendwelche Projekte ganz tief eingestiegen. Möchte ich das sagen oder möchte ich halt Familie haben und alles andere drumherum? Das ist eine riesen Entscheidung und ich glaube, wir Frauen müssen sie früher treffen. Und das so ist ja einen Druck mit. so eine Entscheidung, mit der ganz viele strugglen, sage ich jetzt Ja. mal. Aus deiner Ich habe Erfahrung jetzt, was gerade das hilft? Gefühl, dass eure Generation damit noch mehr struggelt als wir. Ja, weil auch es ist auch alles so unverbindlich, Ja. es ist alles so, weißt du? Interessant. Ja, total. Es ist so, man kann so viel erleben, ich war jetzt in Berlin Mhm. und ich würde gerne mal in so das KitKat gehen oder so. Mhm. Ja. Ich war noch nie in so einem Club. Ich will einfach mal reingehen und einfach mal sehen, was ist da eigentlich los? Genau. So. Und das meinte ich vorhin auch mit wenn man jetzt an Berlin denkt oder an so andere Städte. Du hast das Gefühl, du hast jetzt ein Überangebot an Möglichkeiten, Mhm. aber ich glaube, so eine Familie gründen und das braucht ja auch eine Ruhe. Das braucht irgendwo auch so eine Zentriertheit. Mhm. Das wiederum findest du nicht da. Und das heißt, es ist Genau. wieder das ist wieder auch eine Entscheidung. Ja. Und das andere ist ja auch reizvoll. Mhm. Ne? Oder ich reise nochmal. Mhm. Und wir haben, glaube ich, heute einfach so viele Optionen. Erstmal von unserer Lebensausrichtung, Mhm. auch allein von der Ausrichtung, was für eine Berufung mache ich, was für einen Job mache ich. Allein die Studiengänge, ihr habt, glaube ich, hunderte von Genau, Studiengängen. So. was für eine Beziehungsform nehme ich. Genau. Remote-Arbeit. Und es ist so, dann mit den Dating-Apps, darüber will ich jetzt gar nicht noch das Fass aufmachen, ja. Und dieses ganze Szenario, das führt zu so einer sehr starken Unverbindlichkeit, auch zu sich selbst. Dass man selber auch nicht wirklich entscheiden kann oder es ist einem sehr schwer, ja, welchen Lebensweg wähle ich denn jetzt? Genau. Und dann sehe ich bei Leuten in deinem, also mein Sohn ist 23. Das heißt, ich bin da noch sehr drin. Und das ist total interessant. Der hat das jetzt nicht so, aber so in seinem Umfeld und die etwas Älteren, die FOMO nennen die das ja, ne? Diese wahnsinnige Angst, wenn ich das mache, kann ich das alles nicht machen. Und das ist eine ganz große Angst geworden. Ich habe eine junge Dame, die da wirklich extrem, also die wirklich in Panik verfällt, wenn sie sich für eine Sache entscheiden muss und sich immer in der allerletzten Sekunde entscheidet, weil diese Angst so groß ist, was man dann alles nicht machen kann. Weißt du, vielleicht kommt noch was Besseres rein bis dahin. Und das, glaube ich, ist für euch tatsächlich, wenn wir jetzt mal über uns und Ja, euch reden, ist das ein großer Druck. So, wie gesagt, hunderte von Studiengängen, ihr könnt überall auf der Welt arbeiten, wie du sagst, remote, ihr könnt jede Art von Beziehung haben, ihr könnt euch das wirklich so zurecht machen. Und das ist, glaube ich, vielleicht in einigen Punkten sogar schwieriger, weißt du? Es ist irgendwo ein Geschenk. Auf der anderen Seite ist es, erschwert es auch Dinge. Genau. Und dann kommen so Sprüche zum Beispiel auch. Ich hatte letztens mit ein paar Mitarbeiterinnen als auch Freundinnen gesprochen.
Und da sind so Sätze gefallen wie, ja, ich habe jetzt in dem Bereich alles gemacht, ich habe alles ausprobiert, jetzt so kann ich in eine Beziehung gehen. So zum Beispiel, ja. Aha. So, und wenn du solche Sprüche hörst, dann denkst du so, krass, ich habe das aber noch nicht gemacht. Ja, muss So. ich das jetzt auch? So, weißt du? bevor? Ja. So, und das war jetzt das Beispiel zum Beispiel auch mit, weil ich habe ja über das KitKat gesprochen, dass ich gerne mal in so einen Club gehen würde und das mal sehen wollen würde, so dieses Leben, das da los ist. Weil die zum Beispiel auch so, das war zum Beispiel auch so ein Auslöser, ja, wir haben darüber gesprochen und die so, ja, ich habe das alles schon gemacht, ich habe das erlebt, jetzt habe ich es hinter mir, so, weißt du? Und ich glaube, das ist auch etwas, was FOMO auslöst, wenn du mitbekommst, dass andere Menschen schon so viele Erfahrungen gemacht haben und die waren schon in den Ländern und in den Ländern und haben das alles schon gemacht und du hast es noch nicht gemacht. Genau. Und das Dumme ist, dass die Liste ja endlos ist. Du kannst ja immer dann doch noch mal Eisbaden in Grönland oder du musst noch mal auf den höchsten Turm so und so. Also weißt du, es gibt immer noch etwas, was du nicht gemacht hast. Und gerade wenn man jetzt auf Social Media unterwegs ist, da kriegt man dann auch immer noch mal gespiegelt, wow, das gibt's auch noch, wow, so könnte ich mein Leben auch noch mal neu erfinden. Und jetzt kommen wir zurück zu den jungen Frauen, die in dieser Situation sind. Was würdest du denen sagen? Wenn sie eigentlich so spüren, irgendwo habe ich einen Kinderwunsch, aber irgendwie habe ich diese FOMO und gleichzeitig habe ich noch nicht mal einen Partner gerade. Wie gehe ich damit um? Also wie denkst du, findet man so diesen Weg auch eventuell in die Elternschaft? Also ich würde sagen, das hat viel mit bei sich selber ganz viel wahrnehmen und auch mit Vertrauen zu tun, dass das einfach sich zeigen wird, weißt du? Ich habe das Gefühl, es wird viel versucht, so über den Kopf zu entscheiden. Das und das und das und das muss ich noch. Und dann so, was wir so hatten, diese Liste, die kann ich ja im Kleinen abhaken, den ganzen Tag über. Ich habe das noch gemacht, den Anruf noch, die E-Mail, aber ja auch im Großen. So meine Bucketlist. Was muss ich denn alles noch gemacht haben? Ich will in meinen 20ern das, in den 30ern dann das. Und wenn man sich da einfach so auf diesen Prozess einlässt, dass das Leben eben nicht so planbar ist, und mit Kind schon gar nicht, sondern dass man einfach wirklich guckt, was ist denn jetzt der nächste Schritt? Wie fühlt es sich denn an? Dazu muss man wieder so ein bisschen langsamer werden und nach innen gehen und versuchen, die Reize da draußen so ein bisschen auszuschalten. Auch so ein bisschen das Katastrophendenken. Entschuldigung. Ich habe wirklich so ein paar Frauen in dem Alter, die sagen, ich kann kein Kind mehr kriegen, weil die Welt so schlimm geworden ist. Also das ist auch so eine Angst, ne? Dass ich so denke, wow. Die hören auch teilweise, also ich habe eine junge Dame, die studiert was im Bereich Umwelt und die hört von ihren Professoren dann so Sachen wie, ja, überlegt euch das genau, weil es wird alles schlimm mit der Umwelt. Das ist natürlich ein sehr realistische, schon klar, ne? Will ich jetzt nicht kleinreden. Aber das Interessante ist, das war immer so. Und uns wird das völlig abgesprochen, dass das früher genauso war. Also es ist total interessant. Also in der Zeit, Tschernobyl zum Beispiel, ne? Das glaubst du nicht, was hier los war. Also wenn man das wirklich miterlebt hat, nachdem man hat nichts mehr gegessen, es war völlig klar, du hattest das Gefühl, jederzeit kann die Welt explodieren. Weißt du, da sind 1000 Atomkraftwerke um dich herum, die sind wahrscheinlich alle so schlecht gewartet wie das. Oh mein Gott, weißt du? Und dann kam saurer Regen und man dachte, Katastrophe, wir werden alle, und dann kam das Ozonloch und alle so, Katastrophe, das heißt, dieses Katastrophendenken, das hatten die Menschen schon immer, in jeder Generation. Und jede Generation hat so für sich den Anspruch, dass sie denkt, nee, bei mir ist aber besonders schlimm. Also das ist jetzt wirklich das Ende. So, die letzte Generation. Und das hat aus meiner Sicht auch was damit zu tun mit den Medien. Genau. Ja. Weil negative Stimulation immer besser funktioniert. Ja. Medien werden geschaut, weil sie negativ sind, weil die Katastrophen zeigen. Und ich habe mal das Buch Factfulness gelesen. Oh, ich liebe das Buch. Ja, und da wird nämlich unter anderem gezeigt, ja. Kriege werden weniger. Genau. Seuchen werden weniger. Ja. Kindersterblichkeit ist krass runtergegangen. Genau. So, und all diese Dinge, wenn man das mal von oben betrachtet, ist die Welt
besser geworden. Die Welt So. ist wirklich besser geworden. Ja. Und aber, man hat aber das gegenteilige Gefühl. genau, Weil du halt die ganze Zeit Zugang hast zu diesen negativen Nachrichten. genau. Weil du kannst einen Kanal abonnieren und der wird dir jede halbe Stunde die nächste Katastrophe ausspielen. Mhm. Und dann hast du halt das Gefühl, die Welt ist schlimm. Genau. Und das finde ich total interessant. Ich liebe das Buch, weil auch dieser Professor, der ja Vorträge haltend durch die Welt zieht, sagt, es ist auch nicht rauszukriegen aus den Köpfen. Weil er hält den Vortrag, sagt genau diese Zahlen, was wirklich einfach alles viel besser geworden ist und geht dann vom Podium runter und hat wieder Gespräche mit, ja Mensch, es ist auch wirklich und die Welt ist nicht zu retten. Er sagt, es ist total interessant, dass das so tief sitzt in den Menschen, dadurch, dass wir immer wieder gefüttert werden, wie du sagst, alle halbe Stunde kriegst du eine Katastrophenmeldung. Ne? Ich habe jetzt irgendwie die Push-Benachrichtigungen irgendwo mal ausgeschaltet, weil ich so dachte, weil bin ich Teil eines Krisenstabes, dass ich das alles wissen muss? Eigentlich nicht. Ich muss wirklich gut dosieren, was ich mir in meinen Kopf reinziehe. Ja. Also bist du pro Kinderkriegen? Ich bin natürlich total pro Kind. Wie könnte ich anders sein? Für mich ist das, ja, okay, wenn du mich zu einer Position zwingst, bin ich eindeutig pro Kinder kriegen, weil ich finde, alles andere kann man damit auch, also das Leben ist nicht vorbei, wenn man Kinder kriegt, sondern es ist nur eine kurze Phase, sehr intensiv und danach geht das Leben genauso, also weißt du, dann geht es auf einer anderen Ebene total so weiter und du kannst nach wie vor alles machen, was auf deiner Bucketlist steht. Entschuldige, ja, du wolltest was sagen? Wenn jetzt Sabrina hier wäre Ja. und sie ist in dieser Situation, ich weiß nicht, ob ich Kinder bekommen soll, so Sprüche fallen ja auch teilweise, ich brauche keine Kinder sowieso, aber ich brauche auch keine Beziehung. Fällt ja auch manchmal so mittlerweile so der Satz. Denkst du, Leute verpassen was, wenn sie keine Kinder bekommen? Also das würde ich jetzt mir nicht anmaßen, dass ich irgendjemandem, das ist ja wirklich, jeder Lebensentwurf ist wahnsinnig individuell. Und du musst wirklich gucken, was passt denn zu deinem Leben und wirklich nach innen gehen und gucken, ist das was du fühlst? Also wenn du einfach sagst, es gibt so einen gesellschaftlichen Druck, jetzt bist du 32, solltest du mal. Wenn du sagst, wenn du das hörst von irgendjemandem und dann die ganze Zeit denkst, nee, ist nichts für mich, also passt nicht, ist nur Druck von außen, der nervt dich eher. Und dann musst du halt gucken, oder ist das was so eine Seite in dir zum Klingen bringt, wo du denkst, ach Mensch, eigentlich ist es ein Wunsch und zwar mein Wunsch. Und dann würde ich dem nochmal nachgehen und gucken, ob das wirklich mein Wunsch ist. Es kann ja auch sein, dass du gar nicht in der Lage bist, Kinder zu kriegen. Das stimmt. Ich hatte ja Jan-Uwe Rogge hier auch sitzen, den du ja auch schon ein paar Mal im Podcast hattest. Ne? Ja. Und er war ja auch nicht in der Lage, Kinder zu kriegen. Und ich fand es schön, was er gesagt hat, weil es gibt ja dann mittlerweile auch auf Social Media zum Beispiel Leute, die dann über Jahre mit ganz viel Geld, Investment dann das sozusagen fast schon erzwingen. Ja. Ne? Und er hat gesagt, den Spruch fand ich schön und es ist mit Sicherheit nicht einfach, das anzunehmen, aber wenn es nicht geht, dann hast du vielleicht auch eine andere Aufgabe in dieser Welt. Das finde ich sehr schön. Das ist, glaube ich, das finde ich total richtig. Ich fürchte aber, das ist etwas, wo man erst später hinkommt. Wahrscheinlich, also es ist schwer, das mit 30 zu sagen, glaube ich. Vielleicht geht es, aber ich habe das Gefühl, man kommt erst, also man versteht ja, also das Leben wird ja vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, so. Das heißt, man guckt so von hinten jetzt drauf und dann sehe ich jetzt so in mein Leben und denke, oh, das musste ja so sein und das auch, oh Gott, das waren alles Notwendigkeiten, um da zu landen, wo ich jetzt bin. Das war perfekt, so wie es war. Aber es gab durchaus Situationen, wo ich in meinen 20ern da stand und sagte, nee, das soll jetzt hier gar nicht so laufen. Das ist irgendwie, ich bin völlig falsch abgebogen. Hast du ein Beispiel aus deinem eigenen Leben? Wo ich das Gefühl hatte, ich bin falsch abgebogen? Wo du vorwärts gegangen bist und dachtest, shit, was habe ich hier eigentlich gemacht? Und wenn du jetzt rückwärts drauf blickst, denkst du dir so, ja, genau, das war richtig. Also ich bereue sehr wenig Sachen, aber ich habe eine Lehre gemacht zur Reiseverkehrskauffrau. Ich bin Reiseverkehrskauffrau, man kann Reisen bei mir buchen und das war echt enorm, weil da saß ich wirklich drin und habe gedacht, ich bin hier völlig falsch. Das wusste ich in der ersten Woche. In der ersten Woche wusste ich, das passt hier überhaupt nicht für mich und habe das trotzdem durchgezogen, 2,5 Jahre lang, weil ich so dachte, jetzt habe ich das angefangen, jetzt muss ich das auch zu Ende machen und dann muss ich auch, keine Ahnung, artig sein oder so. Und das war, aber im Nachhinein würde ich wirklich sagen, das hat mir halt auf einer anderen Ebene wahnsinnig viel
also was ich an Reisen gemacht habe in der Zeit, war schon krass. Weißt du, das hat mir so eine Welterfahrung geschenkt, die ich sonst eben nicht gekriegt hätte. Ne? Aber das war wirklich, da habe ich echt so meine Leidenszeit abgesessen, das fand ich schrecklich. Endlich ist es soweit. Ich gehe mit Mindseed auf Live-Podcast-Tour. Dieses Jahr wage ich den Schritt aus dem gewohnten Studio direkt zu euch auf die Bühne. Ich freue mich riesig drauf, dieses Herzensprojekt gemeinsam mit wunderbaren Gästen wie Dr. Jan-Uwe Rogge, Verena König, Dr. Britta Papay und Lutz Ulrich Besser live zu moderieren. Ihr werdet als Community fester Bestandteil der Show. Ihr könnt euch aktiv am Gespräch beteiligen und wenn ihr mögt, sogar selbst zu uns auf die Bühne kommen. Euch erwartet also kein klassischer Frontalauftritt, sondern ein gemeinsames Erlebnis auf Augenhöhe mit Raum für echten Austausch, auch über die Show hinaus. Ich kann es kaum erwarten, euch persönlich in Berlin, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf zu sehen. Ihr sichert euch eure Plätze. Den Link zu den günstigsten Tickets findet ihr direkt in den Shownotes oder auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf euch. Ja, je nachdem, wie man auch sozialisiert wurde, auch von den Eltern, finde ich, hat man manchmal so einen Blick auf die Welt, es muss so laufen. Ja. Das ist die Reihenfolge, die richtig ist. Genau. Und alles andere ist falsch. Genau. Und dann teilweise wird auch in der Familie schon wenn du in der Familie bist und am Tisch sitzt, dann werden Leute auch verurteilt, die nicht diesen Weg gehen. Und dann prägt sich das bei dir auch so im Gehirn ein. Das ist der Weg, der einzige Weg und die anderen Wege sind nicht richtig. Oder die anderen vielleicht auch Kulturen haben das nicht verstanden. Also wir sind die einzige Kultur oder so. Und das ist aus meiner Sicht ein großer Trugschluss, weil, wie du schon sagst, am Ende gibt es das gar nicht. Das ist so eine Illusion. Es gibt keinen perfekten Weg. So. Und am Ende so der Weg, die sind so vielfältig, die Wege. Genau. Selbst wenn du denkst, du gehst jetzt gerade den perfekten Weg, der ist trotzdem sehr individuell. Genau. Und das habe ich das Gefühl, das braucht so ein bisschen Zeit, bis man das versteht. Und dieses Vertrauen ins Leben. Dieses Vertrauen, dass sich der nächste Schritt zeigen wird. Und dann gibt es immer so blöde Sprüche, so, wenn das Leben eine Tür schließt, dann öffnet es eine andere. Aber das Dumme ist, wenn du so ein bisschen genau sozusagen zuguckst, was wirklich passiert in deinem Leben, dann ist es wirklich so, dass dass sich eine neue Möglichkeit eröffnet. Das finde ich total spannend, weil das klingt so immer so ein bisschen esoterisch, weißt du? Aber man hat dann so Dinge, die man versucht und dann will man dies und dann schiebt man es an mit ganz viel Kraft und dann geht plötzlich irgendwas ganz leicht. Und dann merkt man, aha, guck mal, da geht's jetzt längs. Habe ich jetzt gerade kein gutes Beispiel für, aber vielleicht hast du ja eins. Weißt du, was ich meine? Das ist plötzlich so, du weißt, da geht's längs. So dieses ganz sichere Gefühl, ich mache jetzt einen Podcast. Wie ist denn das entstanden? Ja, ich hatte das ja mit dem Podcast. Also ich habe ja versucht, den sozusagen, ich wollte davon leben können an einem bestimmten Punkt. Das war noch gar nicht so lange her. Das war Anfang letzten Jahres. Und ich habe das ich habe das so wirklich versucht, darauf auch hinzulenken, weil ich wollte halt meine Energie hier reinstecken, aber das kann ich natürlich nur, wenn ich nicht noch 40 Stunden woanders arbeiten muss. So. Ja, klar. Die Energie geht ja dann hauptsächlich dann woanders hin. Und dann kam ich an einen Punkt, wo ich einfach kein Geld mehr hatte und dann musste ich sozusagen auf Jobsuche gehen und dachte mir, ja gut, jetzt ist es vorbei, so das Projekt, so, ne? Ja. Ja, und dann bin ich plötzlich sozusagen mit meinen Videos mit einem Video sehr durch die Decke gegangen. Und dann hat sich das von alleine geklärt, so als hätte das irgendwie auch das Universum so mit dir gesprochen, weißt du? Perfekt. Und ich glaube, das kennen viele oder auch, ne? Viele suchen krampfhaft nach einer Beziehung, nach einer Liebesbeziehung. Und was ich ganz oft höre ist, ja, ich habe meinen Partner getroffen, als ich gar nicht danach gesucht habe. Genau. Das sind, glaube ich, und das so ist übrigens Momente, auch die beim du meintest. Kinderkriegen tatsächlich ganz oft so, ne? Wenn man es wahnsinnig lange versucht und dann gibt man wirklich völlig auf und sagt, okay, das ist nicht mein Weg und dann wird man schwanger. Ja, woran liegt das? Was denkst du? Da gibt es, glaube ich, keine Untersuchung, also nichts, was ich kennen würde, nichts Wissenschaftliches. Insofern habe ich wirklich das Gefühl, dass was mit Loslassen zu tun hat. Weißt du, dass du dann so eine, ja. Wie war das bei dir? Hast du deine Kinder geplant gehabt oder? Das erste nicht, das zweite ja. Und das finde ich total gut, weil ansonsten hätte ich wäre der Typ gewesen, der immer noch, ich muss erst vorher noch, weißt du? Also ich brauchte irgendwie so ein, ups, jetzt doch ein Unfall passiert. Also ich war schon mit meinem Mann zusammen und alles war wunderbar. Aber trotzdem waren wir immer noch so, also zum Beispiel wollte ich mein Studium unbedingt noch fertig kriegen.
das war völlig klar. Ich mache natürlich erst mein Studium fertig. Mhm. Und dann wäre wahrscheinlich gekommen, ja, jetzt muss ich auch erstmal einen Job finden, weil nur Studium ist ja blöd. Ja, und dann wäre es auch echt gut, ich bin ein paar Jahre da drin, weil dann sitze ich sicher im Sattel. Und weißt du, es wäre immer so weitergegangen. Insofern war es total gut so. Ein Jahr vor der Prüfung, oh, schwanger, naja. Im Nachhinein würde ich sagen, ich war der Typ, der das so brauchte, so ein bisschen einfach zufällig, weißt du? Ich plane da sehr viel. Da sind wir jetzt ja nochmal bei dem, was du gerade erzählt hast, dieses Vorwärts hast du gedacht, das passt jetzt überhaupt nicht. Genau. Und rückwärts denkst du jetzt, okay, das war genau richtig so. Stimmt. Vielleicht ist ein gutes Beispiel. Das ist ein besseres Beispiel. Ja. Warum dachtest du jetzt im Nachhinein, dass es genau richtig so war? Weil ich sonst wahrscheinlich nicht, also ich hätte mich da nie hingedacht. Ich hatte auch irgendwie, wahrscheinlich hätte mich FOMO oder irgendwas davon abgehalten, dann wirklich zu sagen, so, denn es ist ja mit Kind, wenn du ein Kind bekommst, ist es tatsächlich ja erstmal so eine Zäsur für den Rest deines Lebens und du musst die ersten 2, 3 Jahre bist du voll fremdbestimmt. Und es ist einfach so, dass du sagst, so, ich widme jetzt mindestens 3 Jahre, halte ich mein Leben so ein bisschen an und bin einfach fremdbestimmt für mein Kind zuständig. Ich sag dir ehrlich, ich wünsche mir auch Kinder und davor habe ich auch Angst. Ja, genau. Das bist du nicht alleine mit, hat jeder. Hat absolut jeder. Ja, und wie ist es denn dann, wenn dann das Kind kommt und bestätigt sich da die Angst teilweise oder Also die bestätigt sich eigentlich auf jeden Fall, dass du wirklich das Gefühl hast, ich bin fremdbestimmt. Mein Leben ist einfach ein Kümmern um dieses kleine Wesen. Und kann man sich immer so mal sagen, 3 Jahre sind nicht besonders viel in einem Erwachsenenleben. Weißt du, man denkt immer so, das Dumme ist nur, wenn du dann gerade ein Kind kriegst, dann hast du so ein bisschen das Gefühl, oh Gott, das wird jetzt immer so sein. Und du siehst nicht, dass es einfach alles Phasen sind. Dass 3 Jahre ist intensives Kümmern, 2 Jahre dann nochmal so ein bisschen, ne, ein bisschen. Und danach ist es wirklich schon so, dass du sagst, okay, jetzt kann ich wieder sehr mein eigenes Leben auch leben. Wenn du es einfach die Bahn, also es musst du natürlich so ein bisschen so in die Richtung lenken, ganz klar. Aber die Angst ist völlig normal und es wird auch erstmal bestätigt, dass du da stehst und denkst, wow, ich bin wirklich fremdbestimmt. Also stell dir vor, du hast ja dein Leben erstmal nicht mehr selbst in der Hand, sondern es hängt von den Bedürfnissen eines kleinen Säuglings ab, der nichts anderes kann als Bedürfnisse haben und du musst die befriedigen. So. Und das ist für jemanden, wir leben ja alle sehr selbstbestimmt, ist das erstmal was Gruseliges. Und man kann sich immer vielleicht nochmal anschauen, dass es ja eigentlich seltsam ist, dass so viele Leute dann ein zweites Kind kriegen oder auch ein drittes, nach dem Motto, da muss ja irgendwie, also wenn man schon weiß, wieso machen die das denn dann? Weil dieser blöde Satz, auch die Geburt, ne? Genau, wie kann man denn das nochmal machen? Das ist ja voll blöd. Aber was echt lustig ist, dass man wirklich ich hasse diesen Satz, man kriegt so viel zurück, weißt du? Weil du guckst immer von draußen drauf und hast keine Gefühle für dieses Kind und denkst so, ja, nee, du bist hier mit Milch bekleckert, unausgeschlafen und so. Und das sieht nicht so aus, sieht nicht attraktiv aus. Aber was du halt nicht merkst, ist eben dieses innere Gefühl, ne? Dass du plötzlich, also für mich ist das der entscheidende Schritt also es klingt jetzt blöd, der entscheidende Schritt zum Erwachsenwerden ist für mich, wenn du aufhörst, dich um dich selbst zu kümmern, weißt du? Wenn du irgendetwas hast, was wichtiger ist als du, das kann auch ein Projekt sein, weißt du, aber irgendwas, was größer ist als du, irgendwas, was dir wichtiger ist als du selber. Und das ist natürlich ein Kind auf jeden Fall. Da bekomme ich gerade Gänsehaut, wenn du das erzählst. Wie genau meinst du das, dass man erwachsen wird, wenn es etwas gibt, was größer ist als man selbst? Ich weiß gar nicht, ob ich das noch weiter ausführen kann, aber es ist wieder so eine Gefühlssache, vielleicht können wir es zusammen rausschälen. Was meinst du denn, was dahinter liegt? Also es ist wirklich so ein Gefühl von, also als Kind fange ich ja an, mich nur um mich selbst zu kümmern, so, ne? Und dann gucke ich immer, was ist das Beste für mich? Und damit habe ich so eine gewisse Leere. Also wenn ich das sehr, sehr, sehr intensiv betreibe, bleibt es so ein bisschen hohl, so. Ich kümmere mich um mich, mir geht's gut, ja. Aber diese tiefe Befriedigung bekommst du tatsächlich, wenn du anfängst, dich um irgendwas zu kümmern, was deine Liebe oder Aufmerksamkeit, so in diesen Flow, weißt du, dein Podcast kann dein Baby sein, weißt du? Du kommst in diesen Flow rein und kümmerst dich darum, dass das richtig gut läuft. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dieses ganz tiefe Gefühl,
dass sozusagen ein Mensch in mein Leben kommt, ne, das ist ja so mit dem Kind dann in dem Fall, ja, ein Wesen, das ist auch komplett vielleicht auch, das ist ja auch hilflos, ist auf deine Obhut angewiesen. Ja. Das habe ich ja noch nicht gehabt. Genau. So, das wünsche ich mir ja, weil es ist einfach auch ein Gefühl, so dass ich das möchte, so, weißt du, ich liebe auch Kinder, wenn ich die sehe und Babys und der Geruch und all das ist so einfach so der dieses Geruch schon, ne? das ist Genau einfach so, da oh. geht einfach mein Herz auf. Genau, so, genau, meine genau. Augen leuchten und ich lache. Ja. Und aber dass ich dann auch mal mich, wie soll ich das sagen, aufgegeben, hört sich jetzt krass an, aber hinten angestellt habe für ein Wesen, das ist bei mir so noch nie passiert. Natürlich, ne, in den Geschwistern, Familienbeziehungen, natürlich, aber das ist ja eher, das ist ja punktuell, das ist ja nicht so wie stelle ich mir das vor, du hast ja gesagt, die ersten 3 Jahre, das ist dann ja wirklich auch mal eine wirklich lange Zeit, wo du dich wirklich hingeben musst. So, das hatte ich ja noch nicht. Genau. Und Hingabe ist ein ganz tolles Wort. Das meine ich. Und das klingt immer so ein bisschen, leider Religion hat das so ein bisschen verhunzt, das Wort. Aber es ist wirklich, wenn du so eine richtige Hingabe hast an etwas, dann kriegst du eine Tiefe in dein Leben, die du vorher nochmal, es muss nicht unbedingt ein Kind sein, aber diese Hingabe ist was Wesentliches, finde ich. Ja, und ich glaube, das steht im Gegensatz zu dem Festhalten. Ich bin ja großer Fan von diesen Dualismus-Modellen, wie zum Beispiel auch Yin und Yang. Also alles hat ja seine 2 Seiten. Und ich glaube, um in die Hingabe zu kommen, musst du loslassen. Ja. Musst du auch aufhören, festzuhalten. Ich kann das, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen bedingt begreifen, mit dem Podcast zum Beispiel. Und ich merke, was mich so viel mehr befriedigt, ist, wenn ich das Gefühl habe, krass, Menschen sind gerade dankbar und ich kann ihnen helfen. Und das gibt mir viel mehr als jetzt etwas Monetäres, was mich sozusagen indirekt befriedigt. Also klar, ne, die Existenz muss gesichert sein und du musst dich safe fühlen. Aber was dann eigentlich das Schöne dahinter ist, sind natürlich diese verbundenen Gespräche, wie wir jetzt gerade führen, aber auch dieses Gefühl, ich mache das, es hat einen größeren Sinn. Es hat einen Sinn, das ist vielleicht noch wichtig. Entschuldige, ein wichtiger Aspekt, genau. Das ist es vielleicht nochmal so, ne? Hingabe an etwas, was Sinn hat. Du musst etwas, was für dich Sinnhaftes erleben. Und es gibt ja eigentlich nichts Sinnhafteres, als sich um ein Leben zu kümmern. Genau. Einen neuen Menschen ins Leben hinein zu begleiten. Oh, das ist mega cool. Ich bin etwas parteiisch vielleicht, aber das ist der Hammer, dass du so das Gefühl hast, so und mein Mann und ich, wenn wir jetzt so ein bisschen zurückgucken und sagen, dann sagen wir auch, Mensch, alles andere ist halt klar, wir haben auch dies aufgebaut, Karriere und so, aber dann so dieses Gefühl von, boah, wir haben jemanden ins Leben hinein begleitet, der jetzt irgendwie studiert und einfach sein Leben erfolgreich auf die Reihe kriegt. Was für ein Geschenk. So, das war das Größte. Und wahrscheinlich ist diese Angst, die man hat, ist so die Angst, etwas zu verlieren und aufzugeben. Aber vielleicht verliert man es gar nicht, sondern es ist wieder dieser Dualismus und du erhältst ja auch was dafür. Genau. Also du gibst was ab, aber du bekommst etwas dafür und vielleicht bekommst du sogar etwas, das du so noch nie erfahren hast. Genau, also auf jeden Fall würde ich sagen. Also diese Liebe, die einen überwältigt, wenn man sein Kind anschaut, das ist was man noch nicht so gefühlt hat. Aber genau, und daher kommt dieser blöde Satz, ach, man bekommt so viel zurück. Der bleibt immer so hohl, wenn du den jetzt so von außen hörst, sagst du, hä? Das verstehe ich nicht, da ist gar nichts. Aber es ist wirklich ein ganz tiefes inneres, dieses Gefühl, was du hast, wenn du einen Babykopf riechst, weißt du? Ja. Und wenn du dann zuguckst, wie es gerade eingeschlafen ist, dann wirst du wirklich überwältigt von diesem Liebesgefühl. Und das macht ziemlich viel wett von schlaflosen Nächten und Babybrei auf deinem schönen neuen T-Shirt. Ein Freund hat mir mal erzählt, aus seiner Sicht ist der Sinn des Lebens, das Leben in all seiner Intensität zu spüren. Weil du schließt dann auch nicht die negativen Erfahrungen aus, sondern so in seiner ganzen Intensität. Ja. Und gehört dazu nicht auch, dass wir uns dann unseren Ängsten stellen und wenn das vielleicht eine Angst von uns ist, dass wir uns dem stellen und ich fand es gerade so schön beschrieben von dir. Du hast gesagt, dann sind diese 3, 5 Jahre vorbei
Und dann blickst du darauf zurück und viele Eltern beschließen sich dann, noch ein neues Kind zu bekommen, Ja. noch ein weiteres Kind zu bekommen, ja. Mhm. Weil sie vielleicht gemerkt haben, die Intensität des Lebens. Ja, genau. Die Intensität des Lebens und zwar in jeder Hinsicht. Also du bist ja völlig, ich weiß nicht, hast du Leute in deinem Bekanntenkreis, die Kinder Ja. haben, dann bist du ja völlig, die Themenwelten sind ja plötzlich so, denkst, du redest jetzt nicht ernsthaft über den Brechdurchfall deines Kindes in einer Intensität, wo du denkst, das ist nichts, worüber man, also du bist plötzlich sehr, sehr nah am Leben dran, auch am biologischen Leben einfach, weißt du? Und das ist, wie gesagt, das Leben seiner ganzen Intensität. Du gehst über deine eigenen Grenzen, du machst das Ganze mega unausgeschlafen und es ist einfach in allen Aspekten mega intensiv. Jetzt würde ich trotzdem mal kurz auf diese Phase zu sprechen kommen, weil du bist ja die Kinderdolmetscherin. Vielleicht können wir den Eltern noch mal so 2, 3 Tipps mitgeben, weil auch das, was du vorhin erzählt hast, ne, mit dem Entweder-Oder so. Ich wusste das vorher gar nicht so, dass Kinder das nicht checken, ne? Und ich glaube, das wissen ganz viele nicht. Und das führt ja dann zu Konflikten auch in dieser Zeit. Ja. Was sind noch mal so andere prägnante Informationen, die du auf jeden Fall jetzt noch mal auch mitgeben wollen würdest für diese Zeit, in der man Kinder hat? Wie gesagt, ich rede ja hauptsächlich über kleine Kinder, weil sobald das Kind irgendwie logisches Denken entwickelt hat und selber halt reden kann, bin ich immer so, ist ja langweilig, jetzt kann man das Kind einfach fragen. Vorher ist ja spannend, wenn man halt nicht genau versteht, was will es mir eigentlich sagen. Was mir noch wichtig wäre, dass viele Eltern das Gefühl haben, dass Kinder sie manipulieren, austricksen oder sie belügen. Darum wäre mir noch wichtig zu sagen, dass man nicht lügen kann, bevor man so 4,5 Jahre alt ist. Weißt du? Es ist nicht möglich zu lügen, weil fürs Lügen brauchst du gewisse also das heißt Theory of Mind. Ich muss mir klar machen, dass du etwas anderes weißt als ich. In deinem Kopf gehen andere Dinge vor als in meinem. Du hast eine andere Wahrnehmung, deine Welt sieht anders aus. Und das ist mega komplex. Bevor dein Kind das begriffen hat, dauert es halt total lange. Und da haben halt Eltern immer der macht das mit Absicht, der legt mich rein oder der hat mich belogen. Und dann sage ich immer, nee, wirklich nicht. Also es ist ganz interessant. Vorher gibt es Realität, so wie du sie siehst, nicht. Also du hast ja die Fähigkeit, so ein bisschen von außen auf dich drauf zu gucken. Also du kannst sagen, ach guck mal, der Leon, heute habe ich das und das gemacht und guckst du es von außen nochmal an. Und das kann das Kind gar nicht. Das lebt ja immer, ne, wie wir schon hatten, im Augenblick und geht dann immer voll gefühlsmäßig mit dem, was jetzt gerade da ist. Und die Realität ist das, was ich fühle. Das heißt, es sagt dir völlig überzeugt, das war ich nicht, weil es wirklich das Gefühl hat, es war das nicht, weil es fühlt sich so an. Und dann gibt es eben diesen entscheidenden Gehirnsprung, wo du halt plötzlich merkst, wow, es ist gar nicht möglich, dass der Weihnachtsmann alles sieht, was ich tue. Wie soll denn das gehen? Und dann fängst du so an nachzudenken und so, warte mal, also es ist gar nicht so, also und bei Oma gibt's immer Rinderrouladen. Warum? Keiner mag die, aber Oma denkt, wir mögen die alle gerne. Das ist eine falsche Annahme, die sie hat. Wow, sowas geht. Und dann kannst du anfangen, damit zu spielen, so, weißt du? Und dass wir einfach uns nochmal so ein bisschen in die Welt des Kindes reinbegeben, finde ich so schön. Ich finde ja auch das Spannende daran, das ist auch interessant für Leute, die halt keine Kinder haben, weil es ist so, ich habe mich zum Beispiel nie großartig für Geschichte interessiert, weil es in der Schule einfach sehr langweilig war. Ja. Und dann habe ich einmal das Buch in die Hand bekommen von Yuval Noah Harari, Sapiens, auf Deutsch heißt es Eine kurze Geschichte der Menschheit. Ich habe das verschlungen. Also, obwohl ich mich halt eigentlich nie da so richtig für interessiert habe. Warum? Weil durch diese Erkenntnisse ich auf einmal das Jetzt auch besser verstanden habe. Und ich finde, das kann man so übertragen, wenn man das Denken der Kinder besser versteht, finde ich, versteht man auch wieder mehr über die menschliche Psyche und auch über unser Sein. Ja, genau. Ich mache das aus ganz egoistischen Gründen, weil man einfach so viel zu Selbsterkenntnis kommt. Man sagt ja immer, es gibt einen großartigen Mann, Linhard Valentin, der hat immer gesagt, der hat er hat einen Verein gegründet und der hieß Mit Kindern wachsen. Und dann hat er ein paar Jahre später gesagt, nee, das muss heißen Mit Kindern wachsen oder untergehen. Weil es ist wirklich so,
Selbsterkenntnis und zu gewissen Sachen bei dir selber kannst du nur kommen, wenn du in der Situation stehst und einfach jetzt wachsen musst. Weißt du, du musst den nächsten Schritt machen. Es ist nicht so, oh, naja, das Seminar mache ich dann nächstes Jahr und so. Du kannst es dir nicht aussuchen, sondern du gehst unter, wenn du jetzt nicht mitwächst. So. Und wenn du jetzt nicht, zum Beispiel, dass dein Kind dich gerade ablehnt, weil es jetzt den Papa lieber hat oder Mama, das ist für viele, viele Eltern eine sehr häufige Phase und dann verzweifeln sie sehr oft. Und dieses, ich muss jetzt darüber hinaus wachsen, weißt du, und wirklich in Liebe reinkommen. Das ist du wirst so gezwungen zu einfach Schritten, die du im Leben ohne Kind vermeiden kannst. Als du dich mehr mit diesem Kinderdenken befasst hast, gibt es da etwas, wo du auch die Erwachsenenwelt hinterher besser verstanden hast? Ja, total. Aber jetzt willst du ein Beispiel haben wahrscheinlich, ne? Warte mal, da muss ich mal nachdenken. Ich finde zum Beispiel, was mir gerade in meinen Kopf gekommen ist, wo du so darüber gesprochen hast, wir leben halt sehr in der Ratio und dadurch, finde ich, verliert manchmal das Leben so ein bisschen an Fantasie, an Wundern. So. An Wundern, So. ja. Und diese Wunder, da haben wir ja so oft dran gedacht, als wir Kinder waren. Diese ganzen Geschichten, weißt du? Und weißt du, wie wir so, wie auch unsere, also ich weiß noch, meine Fantasie, die war total krass ausgeprägt und ich habe ständig fantasiert über irgendwelche Sachen. Und heute schließt man so viel aus. Genau. So, und das ist so ein Ding, das ich mir gerade gedacht habe. So krass, bis ich 4 war, ging es ja anscheinend gar nicht anders. Also musste ich fast schon daran glauben. Ja. Und ich finde, ja, auch die Wissenschaft ist ja was Tolles und so, ne? Und dass wir uns immer mehr damit auch beschäftigen und Bücher lesen und Podcasts hören und so weiter und so fort. Aber oft führt es auch dazu, wenn wir so verhärtet an solche Fakten denken, dass wir auch nicht mehr an Wunder glauben, dass wir nicht mehr und es passieren viele Wunder. Und täglich, wirklich, wirklich. Man muss nur ein bisschen kleiner gucken. Und das können halt Kinder wirklich sehr, sehr gut. Und das ist was ich auf jeden Fall gelernt habe, dass ich wieder einfach, wenn ich zu sehr ein Ziel habe, dann verpasse ich den Weg dahin. Und diese ganzen kleinen einzelnen Stationen, die das so hat. Und das ist was ich sehr gelernt habe über das Erwachsenensein. Dass es einfach viel, viel mehr Sinn macht, die kleinen Stationen und die kleinen Schritte. Und wie du auch sagst, dieses Wundergefühl ist gar nicht so schwer herzustellen als Erwachsener. Du musst nur aus diesem kenne ich schon. Also dein Gehirn, du denkst ja eigentlich, ich glaube 98%, oder? Der Gedanken, die du gestern hattest, hast du heute auch. Ich kenne die Zahl jetzt nicht, kennst du wahrscheinlich besser als ich. Also jedenfalls einen unglaublich hohen Prozentsatz der Gedanken denkst du jeden Tag wieder. Einfach weil dein Gehirn muss immer so Abkürzungen nehmen, ne? Also das heißt, es muss halt gucken, ich stehe an der Straße, großes viereckiges Ding kommt von rechts, was war das noch? Bus. Ja, einen Schritt nach hinten gehen, weil, ne, also du musst einfach, um im Leben gut effektiv zurechtzukommen, nimmst du ganz viele Abkürzungen und die nehmen dir eben auch was. Die nehmen dir eben dieses Wundergefühl und dass jeder Tag was Neues ist. Und das ist was ich sehr gelernt habe durch die Arbeit mit Kindern. Das Wundergefühl, das kann man wirklich herstellen. Und das macht eben Wahnsinn Spaß, ne? Mit Kindern zusammen ist es einfach nochmal eine ganz andere, so, wow, wir haben das erste Mal. Es gibt ja so viele erste Male, weißt du? Und dann kannst du so mitgehen mit diesem Begeisterungsgefühl, der erste Schritt. Dein Kind macht den ersten Schritt und du zerfließt in Tränen und bist so, wow, der Hammer. Oder das Kind lernt, wie man Wasser über die Hand laufen lässt und freut sich an diesem Wasserstrahl. Und du bist so, tatsächlich, wie toll. Also die Welt ist voller Wunder plötzlich wieder und das ist was sehr... Ja, das kann man sich erhalten, finde ich. Und wir können das als Erwachsene, wollte ich gerade sagen, auch weiter erhalten aus meiner Sicht. Natürlich niemals in der Intensität. Als Kind ist ja alles neu. Aber wir können immer wieder auch was Neues gezielt machen. Wir können das auch planen. Wir können, es ist ja auch nachgewiesen, dass wir neuroplastischer sind, wenn wir immer wieder neue Erfahrungen machen. Ja. Und das können wir schon machen, indem wir nicht zum 20. Mal an denselben Ort Urlaub machen, sondern einfach mal woanders hingehen. Und auch, ne? Und weißt du was, selbst wenn wir zum 20. Mal an diesen Ort gehen, wenn man sich einmal nochmal klar macht, dass jeder Moment tatsächlich neu ist. Du hast diesen Moment noch niemals so erlebt
wie jetzt. Du bist immer der Leon von dem Tag der Aufnahme jetzt hier, wo wir jetzt hier sitzen. Und das ist ein anderer als der Leon von gestern. Also es ist tatsächlich ja jeder Moment neu. Nur dein Gehirn betrügt dich und sagt, kenn ich. Weißt du? Dieser Moment, in dem du gerade zuhörst und wo ich hier mit Claudia sitze, diesen Moment wird es jetzt nie wieder geben. Genau. Der ist absolut einzigartig. Niemals wieder wirst du diesen Moment haben. Schon ist er vorbei. Zack, das war's. Und dann kommt der nächste, so. Ja. Und wenn man, aber das ist schon wieder mein Gehirn und dann kommt der nächste, weißt du, so, Ja. das ist so. Und dieses Wunder dann zwischendurch einfach mal anhalten und einfach mal stoppen. Und dann sind wir wieder bei den Sinnen vom Anfang, einmal wahrnehmen, was jetzt gerade los ist. Und zack, bist du im Wundergefühl drin. Ja. Thema Zeit ist ja auch anders bei Kindern. Ne? Oh ja. Du schreibst, dein Kind denkt nicht in deinem Zeitgefühl. Ja. Wie genau meinst du das? Das ist einfach nur eine Erfahrung. Und man weiß, dass Kinder Zeit erst so verstanden haben, so auch so ungefähr mit 4 Jahren. Und vorher ist so, kann man noch hören, so Worte wie vormorgen und übergestern. So, es geht so alles so ein bisschen links und rechts. Und so die Idee, das Frühstück kommt immer vor dem Mittagessen. Aha, okay, es dauert total lange. Und die Erfahrung kann man machen, wenn man ein Baby bekommt, ist man so im Babyzeit-Universum drin und dann stellst du plötzlich fest, dass der Tag wahnsinnig schnell vorbeigeht. Du weißt überhaupt nicht, was du eigentlich gemacht hast und der Tag ist schon wieder rum und gleichzeitig dehnen sich die Minuten endlos. Und das ist ganz interessant, das ist wie als wärst du wirklich in einer anderen Zeitblase plötzlich drin, weil dein Kind halt so im Augenblick ist, dass du plötzlich du kriegst du musst dein Erwachsenenleben auch anhalten und sagen, wow, ich bin in einem ganz anderen Zeituniversum drin. Das klingt jetzt total blöd. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist einfach so ein Gefühl, was alle Eltern dann haben. Die Zeit geht gleichzeitig wahnsinnig schnell und irrsinnig langsam. Tut mir leid, Weil es anstrengend ist wahrscheinlich, auch wenn die Nächte nicht geschlafen wird. Genau. Und das heißt, es ist irgendwie noch was dazu. Es scheint sich irgendwie der Augenblick auszudehnen und gleichzeitig läuft es total schnell. Es tut mir leid, dass ich das nicht erklären kann. Wir müssen, wenn ihr Lust habt, schreibt mal in die Kommentare. Die alle Eltern, die jetzt halt Babys haben, wie sich das für euch anfühlt. Vielleicht findet ihr da die passenden Worte. Das finde ich schön. Wir sind ja auch sehr routiniert. Also wenn wir jetzt mal jemanden nehmen, sagen wir mal, werdende Eltern sind, kennst du da die Durchschnittsalter heutzutage? Ich würde mal sagen, ich glaube bei Männern sind es so 35, bei Frauen ist es ein bisschen eher. Genau, aber nur ein bisschen eher, so 30. Und da sind die meisten ja schon erwerbstätig, arbeiten ihre 40 Stunden. Ist halt auch der Tag sehr routiniert, ne? Ja. So, es ist ja, und da würde ich gar nicht von natürlichem Rhythmus sprechen, sondern es ist ja auch einfach sehr, so ist halt unsere Welt heutzutage. Stehst auf, Frühstück, arbeitest bis zu einer bestimmten Uhrzeit, hast eine Mittagspause, dann gehst du vielleicht noch zum Sport, da triffst dich mit jemandem oder entspannst dich zu Hause und dann gehst du schlafen. Und es ist ja sehr, sehr getaktet so. Ja. Und klar, wenn du dann auf einmal ein Kind bekommst, dann Aber dann für den meisten ist es ja so, dass der Alltag sich erstmal komplett ändert. Du bist ja, also einer muss ja erstmal zu Hause sein. So, wenn du noch ein kleines Baby hast, dann ist plötzlich dann ist ja wahnsinnig viel Zeit eigentlich da. Und das ist richtig blöd. Das ist auch nochmal ein anderes Thema, aber als Paar musst du dich ja auch mal ganz neu einstellen, wenn du plötzlich Eltern bist. Du hast das ist ein gewaltiger Schritt, der Jahre dauert vom Paar zum Elternsein. Und dann ist es so, dass man halt meistens ist einer zu Hause und ist den ganzen Tag zu Hause mit Baby und wundert sich eben über genau das. Tag rennt total schnell, ich kriege nichts geschafft und gleichzeitig denke ich, oh Gott, wie kriege ich die nächste Stunde rum? So. Und der von außen kommt, weil der noch in diesem getakteten Leben drin ist, der oder die, der sagt dann, ich verstehe nicht, was hier los ist. Wieso bist du so angestrengt? Was hast du eigentlich gemacht den ganzen Tag? Das ist was ein sehr, sehr häufiger Konflikt ist, weil man das Leben nicht mehr versteht. Weißt du, der eine ist in so einem anderen Universum abgetaucht. Ich habe noch relativ mein normales Leben und plötzlich ist es so ein Riesenbruch. So, ich verstehe deine Welt nicht mehr. Das dauert ziemlich lange. Ja. Ja, das ist dann dieser Übergang von der Partnerschaft in die Elternschaft, wo ich auch höre von ganz vielen, dass die damit halt auch strugglen. Ja. Weil
weil die Partnerschaft halt auf einmal, also es ist wie so eine Transformation und Ja. trotzdem muss man Raum schaffen zwischendurch für die Partnerschaft, weil die Elternschaft ja auf diesem Fundament der Partnerschaft basiert. Schön gesagt, genau. Du bist nach wie vor die Basis der Familie, aber es ist halt mega schwierig und du bist plötzlich also als Paar konntest du so dein Ding machen, viele Sachen allein entscheiden und plötzlich bist du Arbeitskollegen. Ja, genau. Du musst einfach Dinge zusammen erledigen. Das ist ein völlig neues Level. Du beschreibst ja den Ansatz des Leiten und Folgens. Mhm. Das ist ja so dein Ding, Das sag ich ist mal. voll mein Ding, genau. Was ist das? Oh Gott, jetzt machst du mal ein ganz großes Thema auf hier. Ich habe das Gefühl, wir reden schon ganz lange. Reden wir schon lange? Ja, Nee, ne? noch gar nicht so lange. Noch gar nicht so lange? Okay. Leiten und Folgen. Also kommt nicht von mir, sondern das ist aus einer Methode, die heißt Marte Meo, diese Videomethode, von der ich schon erzählt habe. Und ich möchte es ja gerne immer so einfach wie möglich machen für Eltern und ich habe halt festgestellt, dass wenn man Marte Meo, wie gesagt, diese Methode nimmt, es gibt nur 2 verschiedene Situationen im Leben mit Kindern. Alles, was du tust, ist entweder ein Leitungsmoment, wo du dein Kind, wie gesagt, durchcoachen musst, wie geht Anziehen, wir gehen einkaufen, wie funktioniert das? Das sind Leitungsmomente. Und dann gibt es eben diese Folgemomente, in denen du einfach beim Kind bist und dem Kind folgst und guckt, was spielt es denn? Oder wie du sagst, diese Magie und Fantasie. Das heißt, du folgst dem Kind und das ist wie so ein sozialer Tanz. So. Das geht immer hin und her. Du musst leiten und folgen. Und es ist halt ziemlich cool rauszufinden. Das ist super praktisch und mache ich in ganz kleinen Details am Video in meinen Kursen und im Club. Das heißt, man kann dann wirklich einsteigen und sagen, wann brauche ich was? Weil es geht manchmal so ein bisschen durcheinander und das ist ganz interessant, dass dann das ganze Leben so eine Schieflage kriegt, wo es nur um ganz kleine praktische Dinge geht. Das liebe ich sehr. Ich habe gern so praktische Tipps, die ich Eltern mitgebe, weißt du? Und warum fällt es Eltern oft so schwer, diesen Tanz, den du jetzt gerade beschrieben hast, zu führen? Also ich nehme wahr jetzt so eine große Scheu vor dem Leiten. Also man will auf keinen Fall irgendwie autoritär erscheinen. Man möchte dem Kind gerne Selbstbestimmtheit und sowas. Das ist ja bei uns ein hoher Wert, weißt du? Selbstbestimmtheit für Erwachsene. Wahnsinnig wichtig, ne? Wenn ich Ja. nicht mich autonom fühle, boah, geht gar nicht. Und das möchte ich auch dem Kind ermöglichen. Was ist ein wunderschöner Gedanke. Das Dumme ist nur, das Kind ist damit komplett überfordert. Das heißt, also es ist wirklich, du musst einen ganz festen Rahmen setzen am Anfang. Du hast erst in der Pubertät gelernt, wie entscheide ich für mich selber und was will ich für mein Leben und so weiter. Und vorher brauchst du einen gewissen Rahmen, in dem du kleine Sachen entscheidest. Und muss man halt als Eltern sehr gut im Blick haben, was kann mein Kind schon entscheiden und was nicht. Und das geht halt dann oft so ein bisschen schief, wenn man dann sagt so, ich will aber noch nicht weggehen vom Spielplatz. Und dann sagst du, ja, möchte ich meinem Kind gerne ermöglichen, es möchte halt noch spielen. Aber du bist diejenige, die den Überblick dazu hat, weißt du bist die Einzige, die weiß, oh Gott, wenn wir jetzt hier noch bleiben, dann kommen wir hinten raus total in Schwierigkeiten. Wir können nicht mehr Armbrot essen, wir haben totalen Stress, ich kann nichts mehr einkaufen. Diesen Überblick hast nur du und darum musst du den Rahmen setzen für dein Kind. Weißt du, es ist so ein bisschen gemein, sage ich jetzt mal, dann dem Kind die Verantwortung dafür zu geben, zu sagen, ja, du wolltest ja lange bleiben, also und das ist was Eltern heute schwerfällt, habe ich das Gefühl, sondern ich setze den Rahmen und ich bin in einem gewissen Maße autoritär, weil ich einfach weiß, wie das Leben läuft und mein Kind weiß es nicht. Ich muss dann so ein bisschen unterstützen und helfen. Wir machen eine ganz kleine Pause, in der ich euch einmal daran erinnern möchte, wenn ihr das Video hier auf YouTube schaut, einmal auf den Like-Button zu klicken und wenn ihr das Ganze auf Spotify anschaut oder anhört, uns bitte einmal eine Bewertung zu hinterlassen. Damit sorgst du dafür, dass weiterhin solche Gespräche führen können. Danke für eure Unterstützung und jetzt zurück zur Folge. Ja, und dieser Rahmen kann ja auch unterschiedlich groß sein. Ich glaube, damit haben auch viele vielleicht ein Problem. Also, wenn er zu eng ist, dann kann dein Kind sich nicht wirklich entfalten. Und wenn er zu weit ist, dann verliert es sich so ein Genau. bisschen. Deswegen ist, glaube ich, die Frage, in welchen Maßen gestalte ich sozusagen meinen Rahmen? Hast du da so ein paar Das ist super Linien? simpel, wenn man das einmal weiß, weil das einfach vorgegeben ist. So, wenn die Situation ein Ziel hat und einen bestimmten Ablauf, dann musst du leiten. Punkt.
Das ist wirklich Zum Beispiel? super simpel. Also sowas wie Anziehen zum Beispiel, das musst du in einer Ah. bestimmten Reihenfolge erledigen. Kochen, du musst erst Sachen da haben, also erst einkaufen, dann musst du die Sachen irgendwie vorbereiten. Nudeln die müssen erst in einen Topf, bevor sie gegessen werden können. Mhm. Ist so, ne? Wenn du sie aus der Packung versuchst zu knabbern, nicht so lecker. Also das heißt, das ist einfach eine vorgegebene Reihenfolge, die du kennst, dein Kind aber noch nicht. Und darum ist ganz klar, okay, ist für mich ein Leitungsmoment. Ich muss das Kind langsam zu diesem Ziel hinführen. Und wenn das Kind spielt und einfach Gefühle hat oder sich irgendwas entdeckt oder so, dann kannst du halt folgen und einfach mitgehen. Das ist wirklich. Genau, und da gibt es dann natürlich, also ich habe es bei mir so ein bisschen mitbekommen, bei meinem kleinen Bruder dann auch, dass dann halt öfter auch, also da war ein sehr enger Rahmen, hatte ich immer das Gefühl. Und Für, auch an für deinen Bruder? für mich auch. Ach, für Also dich für mich auch. eigentlich noch mehr für meinen Bruder, der konnte sich schon deutlich, der Älteste, Ja, der gemein, du Älteste hat musstest halt das immer, durchkämpfen. der Älteste ist immer, der lockert dann so ein bisschen den Rahmen, macht ein bisschen weiter. Bist du der Älteste? Ja, Oder? ja. Okay, okay. Also, und ja, ich glaube, das ist auch eine Herausforderung in diesen freien Momenten, wo sich das Kind frei entfalten kann, diesem Kind dann auch diesen Raum zu geben. Ja. Und das finde ich ganz wichtig, weil ich habe das in meiner Kindheit aus meiner Perspektive oft so erlebt, dass es nicht der Fall war oder auch so bei meinen Geschwistern, weil die dann zu laut waren, dann hat das gestört oder Mhm. dann sind die zu dreckig oder so. Und das weiß ich heute sehr zu schätzen, wenn ich Eltern sehe. Ich war letzten Sommer mal meinem besten Freundchen in Fürth im Café. Dieser Moment kommt mir immer in den Kopf. Und da haben wir 2 so Mädels gesehen, die waren auch, keine Ahnung, ich kann immer Kinderalter so schlecht einschätzen, Ja, aber die ja. waren klein und haben da gespielt auf der Wiese und da war so ein Sandkasten und dann haben die den Sand genommen und in ihre Kleidung getan und über den Kopf und alles so, weißt du? Und ich fand es so schön, dass die Eltern denen den Raum einfach dafür gegeben haben und da nicht gesagt haben, so, und das kenne ich so ein bisschen von mir vorher, was macht ihr denn da? Und jetzt hört doch auf damit und so dieses, ja, lass sie doch ausprobieren, lass sie Toll. doch sein, so, weißt du? Genau. Und das hat mich so gefreut, so, dass ich das, dass man sehen konnte, wie die sich da so frei entfalten konnten. Und da fällt mir Super. gerade auch wieder ein, so, weißt du, Claudia, das war jetzt ja auch kein Moment der Überstimulation und des Reizes. Ich konnte mich erfreuen an diesem Spielen und Toben der Kinder und zu sehen, dass sie Freude haben. Obwohl das nicht ja meine Kinder waren. Ja, super. Aber Freude ist ja ansteckend, ne? Also das Ja. ist total toll. Und dann kannst du sehen, dass die eben gerade voll im Flow sind und kannst davon sozusagen kriegst ein bisschen was ab, Ja. wenn du einfach nur zuguckst. Das war ein sehr schöner Folgemoment. Und das sehe ich auch als die große Stärke, dass Eltern das heute viel, viel besser können und viel, viel mehr Verständnis dafür haben, dass das Kind sich dabei wirklich entfaltet so. Und wenn das Kind klein ist, dann gibst du halt noch ein paar Worte dazu, zu dem, was das Kind gerade macht. Also sagst, oh, du hast die Puppe oder oh, ein blauer Stein. Und dann entsteht wirklich so ein Selbstbewusstsein. Weißt du, so entsteht Selbstbewusstsein, dass ich einfach dabei bin und gucke und dem folge, was das Kind gerade tut, den Impulsen. Ja. Und ich finde nicht nur als Eltern, sondern sogar gesellschaftlich betrachtet auch einfach so Kinder sein zu lassen. Also Mhm. ich weiß gar nicht, es war auch vor ein paar Tagen, da war ich in einem Café oder so. Und da sind so Kinder auf jeden Fall durch diese Location einmal so einfach gerannt, so Ja. ohne Sinn halt. An einer Seite rein, an der anderen raus. So. Und bestimmt hat es einige gestört und ich fand's witzig, weil ich finde, ich bin auch immer so, ja, Kinder sein lassen, so, ne? Klar, natürlich nervt es manchmal, ne? Ja. Aber so, und da auch finde ich so als Gesellschaft, weil ich kenne auch Menschen, die, also ich habe schon gehört, ich hasse Kinder so. Ja. So, und es gibt so Menschen, die haben, glaube ich, irgendwie vergessen, dass sie selber mal Kinder waren. Mhm. Und da auch, also nicht nur als Eltern so diesen Raum und diese Akzeptanz zu zeigen und zu geben, sondern auch als Gesellschaft. Das fängt ja schon an, indem man einfach Orte schafft, die kindergerecht sind. Aber dann auch einfach sich daran mit zu erfreuen, Ja, schön gesagt. finde ich total wichtig. Und was wir, finde ich, als Eltern immer noch dazu brauchen, du hast gerade gesagt, die rannten da einfach geradeaus ohne Sinn. Ja, Ne? genau. Und was wir als Eltern dann immer brauchen oder als Erwachsene, ist, dass da ein totaler Sinn dahinter ist. Okay. Also die Kinder, es gibt so Spielschemata, heißt das. Also Kinder spielen überraschenderweise immer nach denselben Mustern. Es sind immer dieselben Muster. Und dann kann es zum Beispiel sein, durch dieses Laufen erarbeite ich mir sozusagen das Schema Linien.
Ich muss sozusagen erst mit dem Körper eine Linie, also geradeaus hin und her laufen, 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 muss ich mir mit dem Körper erarbeiten, um das dann später auf ein Blatt Papier malen zu können und einfach das Schema Linien drin zu haben. Das ist total interessant, dass ich dann eine Zeit lang wirklich Linien laufe, Linien aufstelle mit, keine Ahnung, irgendwelchen Spielsachen, Sachen, keine Ahnung, einen Faden ziehe oder einfach Sachen so hinlege, dass die Linien bilden. Dann irgendwann überkreuzte Linien, irgendwann fange ich an, Kurven zu laufen. Das hat also tatsächlich Sinn, was das Kind da Ja. tut. Und es erarbeitet sich die Welt, gerade auf dann interessanten Ebenen. Und das finde ich immer, ich glaube, wir Erwachsene brauchen, darum übersetze ich das so gerne. Mhm. Ich glaube, wir Erwachsene brauchen immer noch mal, es gibt einen Grund dahinter. Wenn dein Kind ein Brötchen zerkrümelt, während es, das ist mir noch wichtig, Mhm. während es beim Essen sitzt und du denkst, oh Gott, es soll dieses Brötchen doch einfach mal essen, aber es zerkrümelt dieses Brötchen in ganz, ganz, ganz kleine Teile, dann könntest du jetzt sagen, ach wie schön, es übt gerade Mathe. Das ist die Vorbereitung auf Mathe, weil ich lerne tatsächlich Dinge zerteilen und ich lerne dann, aha, ein Brötchen kann ich in ganz, 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 ganz beliebig viele Teile zerteilen. Ein Puzzle kann ich immer nur in dieselben Teile zerteilen. Ein Haufen von Dingen kann ich in verschiedene Teile zerteilen. Einen Apfel kann ich so schneiden und so schneiden. Also dieses Schema zerteilen ist auch eines von den Schemata. Das muss ich in ganz vielen verschiedenen Varianten üben, damit ich dann später eben sagen kann, was ist 4 durch 2? Weißt du? Das ist Mhm. total interessant, wie das Gehirn das macht. Ich muss die Dinge begreifen, damit ich sie wirklich in meinen Kopf kriege. Und darum bin ich dann halt laut oder mache Unordnung. Es ist wirklich niemals Unordnung, sondern ich erarbeite mir gerade irgendwas. Und Ja. ich finde, wenn ich das weiß, dann habe ich es ein bisschen leichter als Erwachsener. Ja. Und was denkst du, passiert, wenn wir diese Prozesse stören, weil wir als Eltern das nicht sehen und verstehen? Also meiner Beobachtung nach passieren dann entweder, ist das Kind sich einfach ganz doll zurücknimmt und anfängt weniger zu machen. Oder es fängt an, das haben wir dann auch, dass wir Kinder haben, die überhaupt nicht mehr in den Griff zu kriegen sind, sage ich jetzt mal, weil die haben so viele, also das ist jetzt nicht immer der Grund, bitte, ne? Mhm. Ganz wichtig. Aber wenn Kinder zu viele Neins bekommen, dann müssen sie anfangen, sich im Sinne ihrer eigenen Entwicklung, müssen sie anfangen, sich gegen dich darüber hinwegzusetzen. Mhm. Und dann hat man so das Gefühl, hä, wieso, mein Kind kooperiert nicht mit mir? Müssen wir halt wieder genau gucken. Wir müssen erst die Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse, und Entwicklung ist ein totales Bedürfnis, das müssen wir erstmal befriedigen, bevor das Kind dann auf dich hören kann, sozusagen, weißt du? Also so gesehen, dein Kind wird dich so oder so dann auch damit konfrontieren. Ja, genau. Johann Uwe sagt ja auch so schön, dass Kinder Lehrer sind. Ja, bin ich voll bei ihm. Also er hat zum Beispiel gesagt, Kinder sind Lehrer, oder er sagt auch, du bekommst das Kind, das du brauchst. Ja, sehr unangenehm. Finde ich total, ist wirklich, wirklich schwierig, genau. Aber das war wieder das mit diesem Wachsen, weißt du, dass das Kind dich dazu zwingt, den Schritt weiterzugehen, den du als Nicht-Elternteil halt vermeiden kannst, weißt du? Du kannst einfach, ich sag mal, wenn du normal erwachsen bist, dann kannst du notfalls die Umgebung wechseln, den Freund absägen. Weißt du, du kannst die Umgebung so schaffen, dass sie für dich möglichst angenehm bleibt. Und das geht mit Kindern dann halt nicht. Das Kind ist jeden Tag, das steht wieder vor dir so, ne? Du musst dich damit auseinandersetzen. Es gibt keinen Weg da raus. Mhm. Und das ist, wenn man das so sehen kann, ein Riesengeschenk, weißt du? Du musst den nächsten Schritt machen. Ja. Lass uns doch mal abschließend was formulieren. Wir haben jetzt heute über viele Dinge gesprochen, aber vor allen Dingen über die Eltern-Kind-Beziehung. Und wenn Eltern beginnen wollen, ihr Kind wirklich zu verstehen und gleichzeitig klar zu führen, was sind erste Schritte oder konkrete Ansätze, die sofort etwas im Alltag verändern können? Also tatsächlich dieses Leiten und Folgen, das ist so derartig simpel. Du einmal verstanden hast, du gibst nur einfach Wörter zu dem, was du sowieso tust. Du sagst, was deine Hände tun, wenn dein Kind noch klein ist. Wenn du das einmal verstanden hast, dann ist das Leben wirklich viel leichter. Dass du nicht das so ein bisschen durcheinander bringst, dass du beim Leiten nicht leitest und beim Folgen, also einige Eltern fangen dann an, das Spiel des Kindes so ein bisschen zu führen, weißt du? Also da greifen sie dann ein und bringen dann eigene Ideen ein und gestalten das Spiel des Kindes. Und das ist total interessant, wenn man sagt, warte mal,
Spielen ist die Sache meines Kindes. Da bin ich sozusagen, da bin ich eigentlich nicht gefragt, nur in Mhm. gewisser Weise. Und Leiten hingegen ist meine Sache. Da bin ich voll gefragt und da muss ich auch, wenn mir das noch so unangenehm ist, einfach sagen, so, Schatz, ich weiß, wie das hier läuft. Ich kenne mich aus, ich übernehme jetzt die Leitung. Das ist für einige sehr unangenehm. Und es ist aber ganz simpel, weißt du, wenn du diese beiden Sachen einmal verstanden hast. Ich habe es im Buch, glaube ich, auf 2 Seiten dann nochmal so, das machst du im Folgemoment, das machst du im Leitungsmoment und dann hast du schon, das kann eine große Erleichterung bringen. Man muss es dann immer noch üben, klar, logisch im Alltag, aber es bringt schon mal so ein Mindset-Shift, sag ich mal. Ich finde, das ist auch einfach ein schönes Lebensmotto. Also es gibt Momente, in denen darfst du leiten oder führen Mhm. und es gibt Momente, da darfst du folgen. Und ich Genau. finde, beides hat seine Schönheit, weil oft sind wir als Menschen so gepolt, dass wir zum Beispiel gerne führen, aber nicht so gerne folgen Ja, oder vielleicht gerne folgen, aber nicht so gerne ja. führen. Und was ich irgendwann so begriffen habe, ist, ich bin auch eher so die Person, die, denke ich, gerne führt. Mhm. Und das gibt mir halt ein gutes Gefühl. Und irgendwann habe ich gecheckt, das schönste Gefühl bekommst du tatsächlich, wenn du beides machen kannst. Und wenn du auch mal, Danke. wenn du dich im Alltag zum Beispiel, ich mag das total, wenn ich einen Freund besuchen gehe in einer anderen Stadt und ich folge ihm einfach den ganzen Tag. Wunderbar. Wenn jemand zu mir kommt und ich mache sozusagen das Programm, so wie vielleicht ein bisschen heute, ne? Es Mhm. war auch wieder so, kann man eigentlich genau auf die Situation so beziehen. Ne? Ich habe ja hier heute den Raum geschaffen, wir waren vorhin noch im Café und so. Mhm. Ich habe so ein bisschen das angeleitet und jetzt in dem Gespräch bin ich aber auch dir viel gefolgt. Aha. Stell dir vor, ich würde die ganze Zeit immer nur in eine Richtung gehen. Das ist ja so, und da entsteht, finde ich, das Wunder, wenn wir Ja. nochmal bei dem Wort sind. Ja, schön gesagt. Da entsteht das Wunder. Aber wir hatten, eigentlich ist es die ganze Zeit so, dass wir miteinander sozial tanzen. Jetzt gerade habe ich die Leitung und du folgst mir bei dem, was ich sage. Und sobald ich aufhöre zu reden, folge ich dir wieder. Das geht immer so Ja, hin und genau. her, weißt du? Es ist total, das haben wir eigentlich in ganz kleinen Minuten des Tages heute gespielt. Claudia, am Ende des Podcasts stellen wir immer dieselbe Frage. Aha. Stell dir vor, du könntest jetzt eine Nachricht an die Menschen schicken mit einem Satz, den sie alle lesen werden. Welcher Satz wäre das? Oh, da konnte ich vorher nicht drüber nachdenken. Sollst du ja auch nicht. Oh, ist das gemein. Dann würde ich sagen, sei nett zu dir selbst. Und versuch das Wunder zu sehen. Weißt du, das Wunder, was du bist und das Wunder um dich herum. Das wäre, glaube ich, mein Satz. Aber vor allen Dingen, also es tut mir immer so leid, diese unglaubliche Härte, die man mit sich selber hat, weißt du, dass man so streng mit sich ist und sich so sehr beurteilt. Und wenn man Eltern ist, wird das ganz extrem, dass man die ganze Zeit Fehler bei sich findet. Insofern gerne sei nett zu dir selber und schau auf das Wunder. Claudia, wo können die Menschen dich finden? Wo können die Menschen mich finden? Also ich habe ja selber einen Podcast, ne? Freut mich sehr. Die Kinderdolmetscher, unser Familienpodcast. Gott sei Dank mögen die Leute ihn sehr, freut mich sehr. Dann habe ich ein Buch geschrieben, hast du schon öfter erwähnt, ne? Die Kinderdolmetscherin. Und wer jetzt tief einsteigen möchte und mit mir zusammen sich auf eine Elternreise begeben will, der kann natürlich sehr gerne in meinen Club kommen. Ich habe einen Online-Club für Eltern, also nicht für Eltern von 0 bis 6 Jahren, so Eltern mit Kindern von 0 bis 6 Jahren. Und da arbeiten wir sozusagen in einer, ich finde, großartigen, liebevollen Community, uns gemeinsam so durch die Elternthemen so durch halt, ne? Mit viel Spaß und wenig Zeitaufwand. Das ist cool, ey. Ich habe es geschafft, 10 Minuten die Woche, dass man damit die ganze Entwicklung des Kindes so innerhalb von einem Jahr in den Griff kriegt. Das war ein Projekt, das sage ich dir. Habe ich Glaub ich. lange dran geschnitzt, aber jetzt ist fertig. Hurra! Die Links zu Claudia findet ihr in der Beschreibung. Claudia, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Ja, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Es war ein Gespräch der Leichtigkeit, fand ich. Fand ich auch. Dankeschön. Danke.